Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen Lieblingspodcastes. Herzlich willkommen zu Playmocast. Wir sind hier unterwegs in der 5. Folge und begrüßen euch herzlich. Hallo Philipp. Hallo Lars. Philipp, hast du es mitbekommen? Aktuell läuft die Abstimmung zum Jugendwort des Jahres. Habe ich nicht mitbekommen. Tschüss. Tschüss, hast du nicht mitbekommen? Nee. Ne, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob wir die zu ausführlich besprechen sollten. Ich habe auch für die Kopf- oder Zahlrunde was Spannendes vorbereitet. Ja, lasst euch überraschen, was da nachher kommt. Auf jeden Fall gab es ja so Klassiker in den letzten Jahren, die natürlich auch der ein oder andere ältere Mitbürger aufgenommen hat, wie zum Beispiel Ehrenmann oder Ehrenfrau. Ja. Ja, gut. E-Bims, ja, Fly sein und Smombie. Smombie ist jetzt nicht so der gängige Begriff, glaube ich, ist so eine Mischung aus Smartphone-Zombie. Okay. Und in diesem Jahr gibt es auch so ein paar Sachen, die es vielleicht auch schon ab und zu mal in den Sprachgebrauch geschafft haben. Zum Beispiel, also ganz alt eigentlich, Digger. Ist ja schon über 20 Jahre alt, oder? Das ist aktuell mit drin. Ja, auch eigentlich so ein Hamburger Ding, ne? Ja, glaube ich auch, ne? Ja. Genau. Also ich glaube, dass man dann in Berlin eher die Atze sagt oder sowas. Manchmal gibt es ja noch einen Digger und Dicker. Ich glaube, in Berlin sagt man manchmal Dicker, Ja. aber ja. Dann gibt es noch Gomme-Mode. Also wenn man jetzt so gut unterwegs ist, dass man das Gefühl hat, man ist unschlagbar, dann ist man im Gomme-Mode. Sagt mir nichts. Habe ich vorher auch nie gehört. Ja. Aber ja, ich hoffe, der Podcast ist am Ende hier nach Folge 5 im Gomme-Mode. Wir werden gucken. Ein Begriff, den ich noch nennen kann, ist Macher. Den haben wir hier im Podcast auch schon mal verwendet. Habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich. Ist jetzt nicht so spektakulär. Und dann gibt es noch Wild. Wild ist auch ein bisschen älter. Und Smash. Also man sagt ja, kann ich hier gar nicht sagen, ist gerade nicht jugendfrei. Aber wenn man jetzt jemanden, ja, beim Wegsmashed? Date oder so wegsmashen zum Beispiel, das kann man so sagen, ja, Mhm. genau. Das dazu, also das ist das Thema, was ich mitgebracht habe, so ein bisschen Jugendslang. Vielleicht holt das den ein oder anderen Hörer ab. Über welches Medium bist du denn auf diese Umfrage gestoßen? Tagesschau, das kam in der Tagesschau. Okay. Weil ich habe es jetzt die Ja. Tage überhaupt nicht mitbekommen, dass es überhaupt zur Abstimmung steht. Also es wurde mir zumindest nicht irgendwie in irgendeine Timeline oder Newsseite irgendwie reingespielt. Aber lesen tue ich sowas immer gerne. Einfach mal gucken, Ja, finde ich auch was ganz da witzig, so ja. gerade geht, Digga. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Und mein Favorit ist Bres. Also nicht mehr Bros, sondern Bres. Also ja, das ist mein absoluter Favorit gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit reinkriegen, aber vielleicht sogar in der Ansage bei der Kopf- oder Zahlrunde. Jetzt will ich gar nicht so viel darüber reden. Aber du musst Jetzt erst mal wollte ich erklären, eher- was ein Brie ist. Für mich ist das ein Käse. Ein Brie. Der Würzige. Das ist, guck mal, der Würzige ist wieder da. Der Würzige. Nee, das heißt so viel wie Bro. Also Bres sind einfach Bros. Also so, hey Bro, was geht? Hey Bres, was geht? Gut, Finde ich den Brot das- tatsächlich besser. Der ist, Ich finde Bre geil. ja, Brie und Cis. Naja. Cis-Lord. Ja. Aber ich glaube, wir hauen hier gerade alles durcheinander. Ich glaube auch. Naja. Ja, Lars, ich habe gehört, das Wetter ist nicht mehr so gut. Ja. Wie viel Grad hattet ihr heute? Boah, heute war es echt mild. Sehr, sehr mild, bewölkt. Aber Maries Eltern sind hier zu Gast in Rostock und wir waren heute ein bisschen am Strand und sogar baden. Ja. Und weil es dir zu kalt war, warst du heute noch fix in der Sauna. Ja, das stimmt, ja. Ja, wir hatten halt die Möglichkeit, kostenfrei ins Fitnessstudio zu gehen und in die Sauna. Und dann dachten wir uns natürlich, komm, da nehmen wir das nochmal mit. Aber hast recht, ja. Hast du dir mal gegönnt, ne? Haben wir uns gegönnt, ja. Ja. Ich muss aber passend zum Thema und passend zur 4. Folge sagen, dass der aktuelle Sommer mein absoluter Lieblingssommer ist. Also das war immer so der Sommer, den ich damals immer haben wollte, weil früher
gerade im Juni oder so, wenn der Sommer losging, dann kamen diese Nachrichten, ja, dieses Jahr kommt der Jahrhundertsommer, zieht euch warm an. Also, oder besser nicht. Also, da wurde immer viel Werbung für den spektakulärsten Sommer überhaupt gemacht. Und ich finde, in diesem Jahr ist das wirklich so ein perfekter Sommer. Jetzt perfekt für mich als Badegast und als, ja, jemand, der hier irgendwie direkt an der Ostsee wohnt, aber natürlich jetzt nicht für die Landwirtschaft. Aber sonst finde ich, kann man schon sagen, ist das echt was für Genießer. Ja, bei uns ist es ganz angenehm. Also ich finde es, was ich am Sommer jetzt so das erste Mal wahrgenommen habe, oder was heißt das erste Mal wahrgenommen, so kann man es nicht sagen, besonders wahrnehme, ist diese ganzen Niedrigwasserstände, die wir derzeit haben. Ne? Also ich habe einen Mhm. Bekannten in Hessen, und der hat mir hier eine kleine Geschichte erzählt, dass es da so ein Dorf gibt, was man irgendwie in den 1930er Jahren oder 1915, 13 Mhm. geflutet hat, um, ich glaube, die Weser schiffbar zu machen. Ah. Und dann hat man da zwei Dörfer komplett evakuiert und dann halt geflutet. Und er meinte, als Kind kann er sich daran erinnern, dass da halt die Kirchturmspitze noch aus dem Wasser rausragte. Und jetzt ist es wohl so Niedrigwasser, dass eine Brücke, die normalerweise überspült ist, aktuell begehbar Mhm. ist. Und dann hat er sich Ah. das jetzt nicht nehmen lassen, innerhalb seines Urlaubs dahin zu pilgern. Und Mhm. meinte, da muss ich einmal rüberlaufen. Ne? Mhm. Noch geht's. Und ich meine, das sind richtig viele Meter, die da verschwunden sind. Also irgendwie, Mhm. ich will die Zahl jetzt gar nicht sagen, weil ich glaube, sie ist irgendwie unglaubwürdig, aber sie war zweistellig. Also zweistelliger Mhm. Pegelverlust ist schon heftig, ne? Ja, schon bedrohlich. Und so eine Brücke ist ja auch riesig hoch, ne? Also muss ja fast zweistellig dann Ah, sein, ne? das war so eine Steinbogenbrücke. Also ich glaube, die war jetzt nicht so groß, aber sie soll auf jeden Fall, soll sie ja zweistellig überspült gewesen sein. Also Mhm. quasi mindestens 10 Meter darüber soll noch Wasser gewesen sein. Und wenn die dann noch rausguckt, ja, dann ist das schon nicht wenig, ne? Mhm. Naja. Okay, kommen wir zum Ernst der Lage. Wir haben zuletzt Genau. angekündigt, wir wollen uns mit dem Fernweh beschäftigen und so haben wir direkt einen Artikel rausgesucht, wo wir uns traditionell über den Maßstab aufregen. Genau, und zwar ist das ein Artikel, der, ja, kommt uns schon aus der zweiten Folge bekannt vor. Und zwar aus den Folgen, in denen wir die Schiffe angesprochen haben. Und hier ist schon sehr zu sehen, dass wir wieder ein absolutes Problem mit dem Maßstab haben. Und darüber hinaus fallen mir noch ein paar mehr Probleme ein. Und zwar handelt es sich dabei um folgenden Artikel, Philipp. Ja, das ist das Kreuzfahrtschiff mit der Artikelnummer 6978 aus dem Jahre 2016. Ja, Problem ist ja auch, finde ich, dass du diesen Innenbereich hast. Also du hast einen bespielbaren Innenbereich, der ist ganz cool. Da hast du so Kabinen, wie auf Schiffen üblich und kannst da auch so ein bisschen Ferienalltag nachspielen. Das ist ganz cool gemacht, auch mit so einem gelben Farbton. Du hast angedeutete Fenster, die nach außen zeigen, also du siehst da direkt auch so ein bisschen mehr. Aber du kannst jetzt mit dem Schiff, das so an sich farblich cool gestaltet ist, wie so ein Kreuzfahrtschiff, so in einem Weiß und Blau, rote Schornsteine oder roten Schornsteinen, kannst du mit dem Schiff einfach nicht viel machen, weil du es ja nicht mal auf dem Wasser bewegen kannst, oder? Ich weiß gar nicht, du hast ja an der Seite diesen Bereich da so aufgeklappt und da die Treppe integriert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wieder so zuklappen kannst, um es dann beispielsweise auch irgendwo schwimmen zu lassen. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Genau, und du würdest ja, glaube ich, beim Zuklappen irgendwie immer das Problem haben, dass da Wasser wieder reinläuft. Und dann hast du ja keinen geschlossenen Körper irgendwie. Naja, außer du machst es halt unten schwer genug, ne? Mit so einem Gegengewicht. Aber dann steht es halt auch nicht mehr auf dem Kinderzimmerteppich. Also von daher ist es das erste Kreuzfahrtschiff mit zwei Kabinen und einem Sonnendeck. Ja, das stimmt. Ich finde die Idee aber richtig cool. Also ich finde cool, dass da jemand gesagt hat, komm, wir nehmen mal ein Kreuzfahrtschiff mit in die oder ins Ensemble mit rein. Aber das Problem ist einfach, dass das nicht gut umgesetzt ist. Also, Ja, das ist schon schwierig. Kannst du mir einmal sagen, wie die Abgase aus dem Maschinenraum oben zum Schornstein gelangen? Ich meine, im Prinzip ist das gesamte Oberdeck durchgängig,
aber oben ist halt der rote Schornstein drauf und dann muss halt die Frage berechtigt sein, wie kommt der da hin, ne? Das geht ja eigentlich nicht. Naja, würdest du es kaufen? Ich würde es mir auf keinen Fall kaufen. Also so, ich weiß nicht, ich würde es mir nicht mal kaufen, wenn es zu wäre und ein bisschen besser ausgestaltet, weil du hast immer noch diese gleichen Probleme mit dem Maßstab. Ich finde, in keiner Abteilung, in keinem Bereich bei Playmobil gibt es so eine Probleme wie bei den neueren Schiffsmodellen. Ja. Also da finde ich es echt wild. Aber ich sag mal, du kannst ja zumindest den Kohlefrachter und das Containerschiff, die kannst ja noch, also ich finde, die sind nicht so schlimm wie das Kreuzfahrtschiff. Die kannst du ja noch beladen, da kannst du auch was mitmachen und die schwimmen auch. Und dann sind sie halt ein bisschen klein und könnten ein bisschen länger und ein bisschen breiter sein, aber im Großen und Ganzen sind die zumindest in der Funktion in Ordnung. Aber wenn ich jetzt hier an so ein Kreuzfahrtschiff denke und das habt ihr ja auch in Rostock, oder? Wenn die da mal raustilgern. Ja, dauernd. Dauernd und das ist natürlich ein ganz anderer Anblick und da ist ja dieses Kreuzfahrtschiff schon weit, weit von entfernt, ne? Naja. Ja. Ich kenne auch immer die großen Fähren. Wir waren früher richtig, richtig oft in Dänemark und sind da mal rübergefahren, also mit der TT-Line oder mit den Scant-Lines. Und da war das immer cool, da waren wir richtig oft auf dem Schiff und dann hattest du ja irgendwie immer dieses maritime Gefühl und immer schon die Verbindung dazu. Aber dieses Schiff gibt mir da irgendwie gar nichts. Naja. Ist ein bisschen schade. Es würde nicht umlackiert werden von dir, sondern bloß verkauft. Genau, ja, so sieht's aus. Was aber ein bisschen spannender ist, wenn wir jetzt in den Urlaubsbereich gehen, ist ein Artikel, den du rausgesucht hast, nämlich ein richtig cooler Artikel. Und zwar ist es das große Ferienhotel mit Einrichtung und der Produktnummer 5265A. Was haben wir denn da? Ein Traum in Pink. Ja. Ein Traum in Pink. Also, ja, was waren deine ersten Gedanken, als du es gesehen hast? Ein bisschen viel Farbe. Aber sonst, 2012er Produkt, sonst finde ich es ganz cool. Aber dann muss natürlich auch da den kompletten Hintergrund haben. Also wenn du es irgendwie spielst oder wenn du es irgendwie aufbaust oder sammelst, dann brauchst du ja da schon ein paar mehr Produkte zu. Und da finde ich es irgendwie auch schwierig. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz süß. Wie ist bei dir so oder wie war bei dir der erste Eindruck? Ja, ich fand es tatsächlich ein bisschen zu doll. Das Schild hat mich so ein bisschen an diese Bananenaufkleber erinnert. Weißt du noch? So. Ja. Ne? Also dieser Hotel, Welle darunter, so ein bisschen angedeutete Sonne insgesamt auf ovalem Grund. Meinst du diese Chiquita-Aufkleber? Ja, genau. So auf der Banane oder auf dem Apfel, ne? Weil man kennt die Dinger ja. Ansonsten haben wir da ja natürlich den Portier haben wir da mit bei, ne? So ein bisschen Sport und Spaß ist auch mit dabei. Ja, spricht mich insgesamt nicht so sehr an. Also ich finde nicht so. Ja, würde ich mir auch nicht kaufen, wäre nicht mein Favorit. Ich finde, man muss da auch vielleicht ein bisschen die Zeit noch so betrachten. Die 2012er Produkte waren echt dann nicht mehr so doll. Ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Sicht, aber so richtig cool wurde es dann erst wieder so 2015, 16 vielleicht. Und ich glaube, wenn die das Set jetzt nochmal veröffentlichen würden, dann wäre es auch ein bisschen cooler. Aber ja, das auch wieder ähnlich wie bei dem Ferienhaus, was wir in der letzten oder in der Luxusvilla, die wir in der letzten Folge besprochen haben, diese Farbwahl mit dem Weiß, mit dem Pink und mit dem Grün, das ist alles ein bisschen wild. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es aus 2012 gewesen ist, hätte ich es tatsächlich früher eingeschätzt. Ja, hätte ich auch gemacht. Na? Also ich hätte jetzt fast gedacht, die Farbwahl entspricht der 90er oder so. Ah, okay, ich dachte eher so 2005er-Reihe. Ja. Aber ist schon, ja, ich weiß nicht. Symbolisiert für mich so ein bisschen das ganze Thema Pauschalurlaub. Also Hotel mit allem drum und dran. Wir hatten ja im letzten Podcast Folge 4 ja auch die Frage, Pauschalurlaub oder individuelle Reise. Und da haben wir ja beide gesagt, dass es jetzt nicht unser Favorit wäre. Vielleicht haben wir da auch zu wenig Berührung mit gehabt. Wie viele Sterne hat denn das Ding? 3 oder 4? Das ist eine gute Frage, oder? Aber ich glaube in der Playmobil-Welt schon 4, ne? Ich glaube auch, ja. War auch erweiterbar, ne? Ich glaube, du konntest da noch eine Zwischenetage mit reinmachen. Ah, weiß ich gar nicht. Da fehlt mir ein bisschen die Information. Da bist du eher der Fachmann. Ich kann mich da auch irren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Naja, so, egal. Dieser Artikel gefällt uns nicht so sehr. Dafür, genau, so können wir es zusammenfassen. Dafür finde ich aber das Playmo Beach Hotel mit der Nummer 70434 umso besser. Auf jeden Fall. Wir haben viel bessere Räume
Finde die Aufteilung der Räume viel besser. Sieht ein bisschen sommerlicher aus. Wir haben so einen cremefarbenen Farbton, so einen leicht gelben Farbton. Wir haben dann noch so einen kleinen Außenpool für den Bereich und eigentlich alles, was wir so brauchen für ein Strandhotel, finde ich. Ja, sieht so aus, als ob da die Zimmer nicht in einem Haus integriert sind, sondern so ein bisschen alleinstehend sind, ne? Also so Hauptgebäude, 2 Nebengebäude. Jedes Nebengebäude hat eine eigene Treppe, um nach oben auf die Sonnenterrasse zu gehen. Kann man dazu, Bungalow kann man ja da jetzt nicht zu sagen, ne? Ich hätte jetzt auch Bungalow gesagt, also es wär der Begriff, den ich so hätte, aber ist natürlich, glaube ich, nicht der richtige, ne? Nee. Aber ist schon so Bungalow-ähnlich. Also, Naja, zumindest gibt es Einzelhäuser, die dann da bezogen werden können und ein großes Hauptgebäude mit einer, ja, ich hätte fast gesagt Sky Lounge, ne? Im 2. Stock. ja, so sieht's aus, Also, ne? Ja, ja gut, Sky Lounge, 2. Stock, aber man kann da auf jeden Fall hochgehen. Es gibt Tische und eine kleine Cocktailbar, so wie es da aussieht. genau, da kann man sich schön den Sonnenuntergang angucken, kann ein paar Cocktails schlürfen. Ja, und einen frisch gepressten Orangensaft im Oh ja. Playmo Beach Hotel. Und damit man diesen auch schön genießen kann und seine Ruhe dabei hat, gibt es natürlich in Sichtweise auch den kleinen Wasserpool mit Rutsche, wo die Kleinsten dann planschen können und das Wasser mit Sand verunreinigen dürfen, während die Eltern ihre Zeit auf dem eigenen Balkon genießen oder auf der eigenen Terrasse beziehungsweise aus dem Playmo Beach Hotel die Speisen Genau. naschen. Genau. Ja. Ja, finde ich schon deutlich gelungener als das andere Hotel. Ich finde das aber so an sich eigentlich, also wie gesagt, dieses Ferienhotel mit Einrichtung, was wir gerade besprochen haben, fand ich irgendwie auch noch ganz okay. Das Set hier ist natürlich ein bisschen besser und ja, da wäre das schon eher mein Favorit. Ja. Wie findest du den Hintergrund aus dem Produktbild? Oh, der ist schon paradiesisch, ne? Der sieht schon sehr, sehr lecker aus. Der sieht schon sehr lecker aus, aber man sieht irgendwie die Palmen sind extra, der Sand ist extra und Na der gut. Himmel auch. Also ein kleiner Kritikpunkt an der Perspektive, ne? An die Photoshop-Künstler. Mm, Da hätten sie dann doch irgendwie den Winkel etwas besser hinkriegen können. Bin ich der Meinung. ja, ja, fand ich jetzt nicht ganz so wild, aber ja. Ja, wir sind so eher so beim Sunset Express mit viel Lila. So. Der ist, ja. Ja. Und wenn man dann doch nicht nur im Playmo Beach Hotel Mini-Becken campieren will, kann man natürlich auch an den Strand gehen. Und wenn man am Strand ist, möchte man natürlich auch mal gerettet werden. Und da ist es natürlich schön, wenn es eine kleine Insel mit einem Rettungsschwimmersteg gibt. Mit der Produktnummer 6346. David Hasselhoff ist es nicht. Der Knabe, der da dabei ist, hat blonde Haare, aber eine schwarze Badehose, die knackige Rettungsboje in Gelb und ein Fernglas um den Hals. Ihm kann nichts passieren. Falls ihm langweilig ist, ein gelbes Megafon, um die Leute anzuschreien, einen kleinen Jetski, einen Pelikan und einen Ausguck, wo er reinkrabbeln kann, um sich einen Sonnenbrand zu holen. Ja, Lars, was habe ich vergessen? Ja, schöne Klischee-Insel, finde ich. Finde ich ganz süß. Auch mit dem Steg richtig gut. Ja, der Ausguck ist gut. Also ich finde das schon echt cool gemacht. Also finde es ganz süß. Ist jetzt vom Platz her nicht so groß, aber kann man überall mit integrieren. Die Palme ist dabei. Wir haben auch so einen möwenartigen Vogel irgendwie. Pelikan. Nee, da rechts nochmal auf dem Steg. Da, gut, das ist eine Möwe, ne? Aber eine Genau, ich freche bin jetzt nicht so Möwe. der Ornithologe, aber Guck mal, der reißt gerade die Hände, die Flügel auseinander, guckt den Rettungsschwimmer an und sagt, tschüss, Digga. Äh, ja, ja, so finde ich schon süß. Ich also mag den Jetski auch richtig gerne. Der gefällt mir echt. Und der Lifeguard ist natürlich ein Macher. ja, und wenn er da drauf steht, ist er immer ordentlich am Flexen. Auf jeden Fall. Ja, wir haben hier sowieso einige Sachen, die so aus dem Inselsortiment kommen. Wir haben ja so ein bisschen karibische Atmosphäre bei einigen Sets, die wir gleich vorstellen werden. Da sind Inseln, glaube ich, sehr beliebt, Philipp, und Inseln, die auch so ein bisschen Urlaubsatmosphäre mitbringen. Ja, da hast du ja tatsächlich 2 Produkte rausgesucht, die sich auf den ersten Blick komplett ähneln, Absolut. aber so ähnlich sind wie die letzte Seite in der Mickey Mouse. Kennst du das noch? Mit dem
Nee? 2 identische Bilder und wir haben 5 Fehler versteckt. Bitte suche sie. Kenne ich außer Bravo Sport. Aus der Bravo Sport. Außer Bravo Sport, genau. Okay, und Ja. dann war immer ein schwarzer Punkt auf dem Fußball weniger. Ja, sowas, genau. Oder die Nummer war falsch oder der Adidas-Streifen hat gefehlt, irgendwie so. Genau. Naja, ich mach's mal einfach übergreifend. Du hast da 2 Sets rausgesucht. Das ist einerseits die Insel mit Saftbar aus dem Jahre 2016 mit der Produktnummer 6979, als auch die Insel mit Saftbar aus dem Jahre 2017 mit der Produktnummer 9162. Wollen wir uns erstmal auf die Sachen konzentrieren, die in beiden Sets komplett identisch sind? Sehr gute Idee. Ja. Machen wir so. Ja, dann fangen wir mal an mit den Tieren. Ich sehe eine Schildkröte. Okay, ich sehe den Flamingo. Ja, ich sehe auch noch eine Möwe. Oh, jetzt bin ich am Schwimmen. Was ist das denn für ein Vogel? Ich lass Papagei gelten. Du kannst aber auch den Fachbegriff sagen und es ist ein, wie heißen die Dinger mit dem kleinen Irokesenkamm oben? Ja, ich überlege gerade die ganze Ja, Zeit. ich weiß es aber auch nicht. Das schicken wir noch hinterher hier. So lassen wir euch nicht aus der Folge gehen. Es ist auf jeden Fall ein Papagei, der noch da rumsitzt. Wir haben eine schöne kleine Rutsche, wo man runterrutschen kann. Ja. Und ein Kind mit grüner Badehose, der rutscht, wie gesagt, in 2016 und 2017 diese Rutsche darunter. Es hat sich da auch nichts verändert. Er hat viel Freude, die Arme sind nach oben. Das andere Kind spielt am Sand. Sandburg haben wir auch wieder da, kleine Eimer, rote Gießkanne. Auch das ist identisch. Dann haben wir so Kokosnüsse, aus denen getrunken wird. Ja, Pina Colada. Die gibt's da, ja, zum Beispiel. Und dann muss man echt feststellen, wenn man dieses Set sieht, also wenn man beide nebeneinander hält, da ist komplett, also fast alles gleich. Ja. Wir haben wirklich identische Farben, identische Produkte, bis auf ein Detail, Philipp, auf das du, glaube ich, hinaus willst. Genau. In 2016 gab es noch eine farbige Person in der Saftbar, die den Saft verteilt. Und eine schwarzhaarige Frau trinkt den Pina Colada. Und dann muss irgendwas passiert sein. Also Auswanderer auf Vox lässt grüßen. In 2017 haben sie beiden die Rollen getauscht. Genau. Der ab sofort steht an selbiger Stelle. Würde ich fast sagen, ne? Ich meine, es ist ein bisschen verrückt, ein bisschen verschoben ist die Insel, ne? In der Grafik, ein bisschen verschoben ist es, aber schon ziemlich an derselben Stelle. Der Pina Colada ist geblieben, der Mann ist jetzt da, der farbige Mann trinkt jetzt und die europäisch anmutende Person steht jetzt hinter der Saftbar. Also hier hat sich wohl jemand seinen Lebenstraum verwirklicht und ja, Playmobil hat auf jeden Fall das ganze Set nochmal ein bisschen divers und weniger klischeehaft gestaltet. Genau. Ja, ein bisschen abwechslungsreich. Vielleicht hatte man da einfach Angst, dass man sagt, oh, guck mal, da steht ein Schwarzer als Saftverkäufer, wie klischeehaft auf Jamaika irgendwo und verkauft da sein Zeug. Und jetzt, switcht man einfach die Rollen. Und jetzt ist der Schwarze halt der Gast. Ja. Hätten sie natürlich auch günstiger haben können. Also hätten sie einfach noch eine weitere erwachsene Person mit reingebracht, hätten sie da auch ein bisschen mehr Diversität mit reinbringen können. Ne? Platz genug wäre gewesen. Absolut, ja. Und ich finde so, wenn man jetzt wirklich nur dieses Detail ändert, sieht es ein bisschen zu sehr gewollt aus. So, weißt du? Ja, finde ich auch, weil natürlich auch die Kinder auch hellhäutig geblieben sind. Ne? Ja. Und das natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen, da fragt man sich doch gleich, wo sind die Eltern geblieben? Hä? Das ist eine gute Frage, ja. Absolut, ja. Und so ist es, finde ich, wirklich nur Klischee. Also irgendwie hat man Angst, so Imageprobleme vielleicht zu kriegen, weil man hier in den Klischees unterwegs ist oder im Schubladendenken vielleicht unterwegs sein könnte. Und deswegen hat man sich dann einfach ein Jahr später dazu entschieden, das zu wechseln. Finde ich insgesamt ein bisschen schwach. Also ich finde die Motivation gut, dass man das dann ändert, dass man merkt, okay, vielleicht sieht das ein bisschen komisch aus, der Schwarze könnte auch Gast sein, aber man hätte ja irgendwie auch schon Elemente des Sets dann vielleicht auch anders gestalten können. Ja, hättest du einfach einen zweiten Gast mit reingemacht, dann wäre es auch schon vollkommen gut gewesen. Ne? Naja, ein weiteren Punkt, den ich da irgendwie an den ich sofort denken muss, diese geschwungene Palme auf der linken Seite des Produktbildes,
darunter, ich will jetzt nicht sagen Sonnenuntergang, aber du siehst, wie die Sonne sich im Meer spiegelt und ein Schiff dahinter. Mhm. Wann ist dir das letzte Mal eine Palmtapete begegnet? Das ist schon lange her. Das ist so ein End-90er-Ding, oder? So ein Millennium-Ding vielleicht. Ja, aber ich finde, das erinnert mich total daran, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das soll jetzt nicht heißen, also an alle Zuhörer, soll jetzt nicht heißen, dass wir das vermissen. Wollte ich mal ganz kurz klarstellen. Ja, man muss ja dazu sagen, die Schlaghosen und die Buffalo Plateauschuhe sind auch wieder da. Also warum soll der Fototapete mit Palmen jetzt da Renaissance, wie sagt man dazu? Ja, Ver die Renaissance, der genau. verwehrt bleiben, ja. Also wenn sie kommen möchte, dann soll es sein. Oder hättest du gedacht, dass, ich weiß nicht, als wir jung waren, da war die Hm? Popelbremse, der Schnauzer. Hm. Wie gesagt, wir haben es ja selber so bezeichnet, ne? Popelbremse, Schnauzer. Und Oder Popelteppich auch. Hm. Popelteppich, genau. Und heutzutage gibt es dann doch noch mal den einen oder anderen, der es wieder vorgekramt hat, ne? Mit 30 Jahre Versatz und sie mit Stolz trägt. Ja, sieht man sonst heutzutage eigentlich nur noch oder in amerikanischen Filmen bei dem Sheriff des nächsten Ortes oder des nächsten Countys. Ja, Aber sonst ist das schon, ja, würde ich mir jetzt auch nicht stehen lassen. nee. Ist ein Schnauzbart eine Modeerscheinung, die sich bei jungen Leuten in Rostock durchgesetzt hat? Oder ist der Nee, normale gar Hansa nicht. Rostock-Fan, der kann mit dem Schnauzer nicht so gut Sternburg trinken oder was? Nee, Hansa-Pilz, ne? Ja, Rostocker gibt's ja, genau. Ja, genau. Genau. Das haben wir hier. Und ja, ist nicht so, hat sich nicht so bewährt. Aber wenn ich mal nach Berlin fahre, wo ich dann doch öfter mal bin, da sehe ich dann ab und zu schon den einen oder anderen, der deutlich jünger ist als ich, ja, mit so einem Teppich. Hm. Ja. Aber passt ja manchmal auch, ne? Ist ja ein cooles Stilmittel Ja, dann Hauptsache die bei Leute einigen fühlen sich zumindest. halt wohl, ne? Die können ja machen, was sie wollen. Ich muss es ja nicht tragen. Ja, Genau. also, naja, gut. Kommen wir zum nächsten Artikel. Zwei junge, sportliche, gut trainierte Personen haben sich ihren Traum verwirklicht, haben Hm. sich selbstständig gemacht auf Gran Canaria. Hm. Mit was? Ich sag bloß Kette und Heizahn. Ja, hatten wir in der letzten Folge schon für alle Zuhörer, die Folge 4 auch schon gehört haben. Da haben wir über Camper gesprochen und unter anderem auch über die Leute, die wir hier vielleicht sehen, und zwar über die Surfer. Wir haben hier nämlich mit der Produktnummer 5641 aus dem Jahr 2015 den Surfshop. Das Besondere an dem ist, dass das so eine Klappbox ist. Kann man ganz gut mit sich herführen und ja, bietet einfach auch ein bisschen Spielspaß. Philipp, ich finde, das Set ist so ganz süß, weil Surfbretter dabei sind, so ein Rettungsring und die beiden Personen, die surfen. Aber ja, ist jetzt auch nicht so der Renner, ist jetzt nicht so besonders groß und ja, Na, geht. die Boxen sind ja ziemlich klein. Ich glaube, die haben ja so 15 Zentimeter Breite, 15, 20 Zentimeter Höhe und ich meine, die sind so bei 6, 7 Zentimeter tief oder so. Hm. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Sets von, ne? Also es gibt ja nicht nur diesen Surfshop, sondern, weiß nicht, mein Sohnemann hat hier so eine Futtertierkrippe. Es gibt das ja auch als Polizeistation oder als Mini-Polizeistation. Und Genau. für die ganz Kleinen ist das natürlich schön, ne? Du machst das Ding hinzu, es ist alles sicher, du kannst es gut transportieren, im Gegensatz zu so einem anderen Set. Ähm, ja, für die ganz junge Zielgruppe glaube ich schon gut. Hm. Wir, glaube ich, müssen uns, um da was dran zu finden, uns an den Accessoires begnügen, die da so drin sind. Und ich finde, die sind eigentlich ganz gut gelungen. Ja, also 3 Ja, Surfbretter, doch. den Standard-Rettungsring, wie wir ihn kennen. Hm. Die Figuren, finde ich, machen auch was her. Die passen da gut ins Ja, auf Bild. jeden Fall. Wir haben natürlich diesen Lifeguard-Rettungsschwimmer-Dingens da, wie ihn David Hasselhoff benutzt hat. Kann man ja so sagen, ne? Ja, kann man machen. Kann man so machen und ja, so eine kleine Sitzgelegenheit und ein paar Softdrinks und natürlich wieder die super freche Möwe, die oben reinguckt und wieder was abnaschen will. Genau.
Ja, die sind so gefährlich, du. Ja, Die sind überall. die sind überall. Naja, gut, ich meine, ich find Möwen schon klasse, ne? Ich finde das immer ganz gut, wenn ich hier als Tourist mal in Richtung Hafen fahre Mhm. und die dann da rumeiern, anzugucken, sind sie schon schön. Absolut, ja. Ja. Die werden auch riesig, ne? Es gibt ja Möwen, die sind einfach riesengroß. Naja, Dann haben wir noch ein bisschen Wasserspaß mitgebracht. Also wir haben nicht nur Surfbretter hier bei uns im Sommerurlaub, sondern wir haben auch Paddelboote im Sommerurlaub und wir haben dazu auch die Saftbar, also den Paddelbootverleih mit Saftbar, Produktnummer 70612, 2 Jahre alt das Set. Und hier gibt es Elemente, Philipp, die haben wir schon gesehen. Also wieder diese Saftbar, die ähnlich ist wie bei den beiden Sets, die wir gerade schon besprochen haben. Aber hier gibt es halt diese angesprochenen Paddelboote mit dazu. Und die sind ganz gut, finde ich, gestaltet. Wir haben eine Ananas dabei oder mehrere sogar. Die Melone ist dabei und die Kokosnuss auch mal wieder. die Kokosnuss, genau. Also witzige Produkte. Kleine Kinder in Paddelbooten. Das schreit nach Rettungsschwimmer, ne? Ja. Das schreit nach Rettungsschwimmer. Muss man sich auf jeden Fall die Insel zukaufen, die wir gerade mit vorgestellt haben, weil da gibt es ja diesen Rettungsschwimmer, den wir hier brauchen Den brauchen wir oder hier, brauchen können. genau. Und eigentlich haben wir zu jedem Ananasgetränk von Pina Colada gesprochen. Das weiß ich natürlich hier auch mit den Kindern. Ja. Bist du schon mal Paddelboot gefahren? Paddelboot bin ich schon mal gefahren, ja. Ja. Wo? Habe ich schon mal gemacht. Habe ich gemacht in Orerik, hier oben an der Ostsee bei uns. Okay. Und ist es dann so ein Viermann-Ding gewesen oder so ein Zweimann-Ding? So ein Zweimann-Ding, genau. Ja. Bist du schon mal gefahren? Ja, damals in Essen, aber da gab es so einen See Ah, und da konnte man dann mit umher paddeln da. Ich glaube, Essen-Werden ist das da und da gibt's so einen See und dann, ja, das war aber ganz angenehm. Haben wir sogar mal mit meinen Eltern dann gemacht, zu viert. oh, cool. Ja, war recht angenehm. Genau. Aber auch Sonnenbrand gefahren, ne? Zumindest für mich. Ja, Also, absolut, ne? Hast ja gar keinen Schutz. hast keinen Schutz, nee, genau. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da ein bisschen durch die Natur zu petten, ne? Zu schippern. Genau. Und sobald einer vorbeikommt, sich so ein kleines Wettrennen zu liefern. Ja, komplett kaputt alle. Die ganze Mannschaft gar keinen Bock mehr, Genau. aber egal, Hauptsache gewonnen. Aber die anderen wurden rasiert. Und zwar ordentlich. Richtig abgezogen. Ja. So, wo man auch Leute früher richtig abgezogen hat. Das war im Schwimmbad, im Freibad. Und zwar gab es damals, finde ich, also damals gab es immer zu unserer Jugendzeit, zumindest war es bei mir so, Philipp, gab es immer Contests, was die Rutsche betrifft. Und zwar gab es die coolsten Varianten, die Rutsche runterzukommen. Und dann hat man sich meistens so die Badehose noch in die, Arschkämme gezogen, Beine über Kreuz, nur auf einem Hacken und auf den Schulterblättern, oder? genau. Ja, ja. Und dann ging es richtig ab und dann ging es natürlich darum, wer da am schnellsten runterkommt und am heftigsten unten ins Wasser kommt. Okay. Und das war damals echt ein Fest. Und ja, hier haben wir nämlich auch so eine Rutsche in dem Wasserpark mit Rutschen. So heißt das Set ganz offiziell. Die Produktnummer ist 6669. Das kam 2015 auf den Markt. Da haben wir nämlich einmal eine ganz, ganz große weiße Rutsche. Eine Reifenrutsche, ne? Eine Reifenrutsche, ne? Genau, okay, dann ist das ein Reifen, Gummireifen, ne? Genau. Und auf der anderen Seite kann man ohne Reifen einmal rutschen und ja, finde ich ganz süß. Für den Sommer richtig niedlich gestaltet. Ja. Mit so einer Krake in der Mitte. Ist das eine Krake? Ich bin mir gar nicht sicher. Bin ich mir jetzt auch nicht Irgend so ein ganz sicher. Tierchen da. Ist mir auch nicht sicher. Ist auf jeden Fall, wenn man was anderes sehen möchte, kann man was anderes sehen. Wie meinst du? Ja, das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Ja. Es hat Augen. Naja, gut. Wer den Spaß jetzt nicht verstanden hat, kann sich ja einfach nochmal die Produktnummer googeln, 6669 und dann vielleicht fällt ihm was auf, ihr was auf. Genau. Wann warst du das letzte Mal im Spaßbad mit Reifenrutsche? Reifenrutsche, oh, da habe ich so einen Lieblings-Fame-Park, von dem werde ich nachher nochmal kurz erzählen. Der ist in Holland, liebe ich. Habe ich ganz, ganz viel Verbindung zu, auch gerade was das Sommerthema betrifft und die Produkte, die wir hier vorstellen. Da war ich 2019 das letzte Mal in so einer Reifenrutsche und ich war tatsächlich
ja, als ich beim letzten Mal bei meinen Eltern war, als wir die Folge aufgenommen haben, war ich auch im Freibad. Also da ist das noch gar nicht so lange her. Und habt ihr da auch eine Rutsche oder? Ja, wir haben da so eine große Rutsche, die ist echt cool, aber da waren die ganzen Kiddies drauf. Da dachte ich, oh nee, komm, da muss ich jetzt nicht noch rauf und da Schubsen. die Kiddies stören. Ja, genau. Einmal Wasser anstauen und dann da runterrutschen. Nee, habe ich nicht gemacht. Ja, ja. Ja, wir haben ja in der direkten Nachbarschaft gehabt, so ein Naturfreibad. Aber da gab es halt auch nicht wirklich eine Rutsche, also das gab es da nicht. Ich kann mich aber ganz gut an die Ausflüge erinnern, wie hieß das denn nochmal hier? Scharbeutz? Bei euch oben? Genau. Warst du auch schon Ja. mal, ne? Scharbeutz habe ich nur gehört, ist aber irgendwie zwischen Hamburg und Lübeck, ne? Uh, Ich glaube so, ja, ich denke mal schon, Scharbeutz ist da irgendwo links neben Lübeck. Da bin ich mir aber nicht sicher. Oder ist Scharbeutz eher rechts von Lübeck? weiß ich gar nicht. Das ist jetzt nicht vorbereitet und ich google jetzt auch nicht. Aber warst du schon mal da? Nee, war ich noch nicht. Ich war mal in Timmendorfer Strand. Okay. Timmendorfer Strand war ich mal, damals in Verbindung mit dem Hansapark. Aber Scharbeutz, nee, da war ich noch nicht. Ja, ich war tatsächlich mehrfach da. Hm? Und ich meine, da gibt es auch 2 Rutschen. Und es bietet alles das, was man halt so braucht, ne? Also, Den ganzen Spielspaß. ja, das letzte Mal waren wir irgendwie da nach einer, ja, ich weiß nicht, wir waren beim Junggesellenabschied. So war das. Wir hatten ein Ferienhaus gemietet und hatten dann ein schönes Wochenende in einem Ferienhaus als Männergesellschaft denn da gehabt. Oh Gott. Und am Abreisetag sind wir dann noch rüber, weil das nicht so weit weg war, nach Scharbeutz und haben dann da zu dritt das Wochenende ausklingen lassen. Und das ist ja nicht nur Spaß, sondern hast auch Sauna. Und dann haben wir da so ein bisschen noch die Saunalandschaft mitgenommen und dann, ja, bisschen Pommes, was für die Figur getan und dann wieder ab zurück nach Hamburg. Ne? Genau. Ja. Ja. Okay, ein Set, was irgendwie typisch Freibad ist, was irgendwie auch zu so einem Spaßbad dazugehört. Ich kannte es vorher nicht, hättest du es nicht rausgesucht. Von den Farben hätte ich es auch in eine ganz andere Epoche gesteckt. Das Set 6450 aus dem Jahre 2015, die Umkleidekabinen. Ja, perfekt für jedes Freibad, perfekt für jedes Spaßbad. Die Umkleidekabinen sind dabei. Ich finde witzig, dass man auf so eine Details achtet und dann einfach noch so ein Set da mit reinbaut. Ich habe es auch zufällig eher gefunden. Kannte ich vorher auch nicht. Und ja, finde ich einfach cool. Finde ich witzig. Du hast da dein Szenario, in dem du deine Playmobil-Familie ins Schwimmbad schickst. Dann haben die da ein bisschen Spaß auf der Rutsche mit Reifen, auf der normalen Rutsche, können da ein bisschen im Becken planschen und dann geht's wieder nach Hause. Dann wird sich hier im Umkleidebereich umgezogen. Finde ich ziemlich, ziemlich süß. Jetzt bist du ja Freibad-Veteran, ne? Hast du dich ja schon geäußert, geoutet. War die Umkleidekabine, warst du da oft oder, ich meine, du hattest ja eh nicht mehr so weit bis zum Freibad, du hast ja gesagt, aus dem Fenster rausgucken und hinlaufen, das heißt also, Genau. du hast die Badehose eh schon angehabt und bist rüber getigert und wenn du durch warst, bist du wieder nach Hause gegangen, ne? Ja, wirklich. Also früher haben wir haben 5 Minuten gebraucht, 5 Minuten Fußweg Ja. zum Schwimmbad, genau, zum Schwimmbad. Und da waren wir dann echt selten in der Umkleide. Also das war meistens gar nicht der Fall, dass ich da drin war, aber die sind so schon ganz gut gestaltet. Also das sind so die Umkleiden, die ich so aus den Saunabereichen kenne oder auch aus anderen Freibädern. Also finde ich schon ganz niedlich. Ja. Hier hat man auch versucht, so alle Farben mit reinzumachen noch. Man hat hier so ein rotes Dach, man hat eine gelbe Tür. Man hat so eine grüne Anrichte für die Klamotten. Genau. Und die Farbe zieht sich durch bis zum Klodeckel. Ja. Genau. Und dann hat man noch ein paar blaue Wandelemente. Genau. Also alles dabei. Ah ja. Und auch den gelben Föhn, also alles da, was man irgendwie braucht. Wie sagt man dazu? Das volle Maß an Komplementärfarben? Genau. Ja, alles reingeballert. Welche Farben wollt ihr verwenden? Ja. So, Und ein bisschen weiß, ne? stimmt. Ja, aber schon ein cooles Detail, so, ne? Also finde ich ganz süß. Ja, kommen wir zum nächsten Produkt. Auch aus dem Jahre 2015. Produkt Nummer 6673. Kinderbecken mit Rutsche. Genau, hier ist der ganze Familienspaß zu finden. Die Mama mit beiden Kindern sieht aus wie so ein Kinderplanschbecken. Im Hintergrund ist eine Palme zu sehen. Hier gibt es noch ein bisschen Buddelbedarf, also so Sandkasten,
Accessoires sind noch dabei. Wir haben den Sandeimer, wir haben noch 2 Geräte, um so ein bisschen zu graben, haben im Hintergrund ein bisschen Deko direkt mit am Beckenrand. Da ist so eine Krake mit sehr, sehr großen, süßen Augen und so an sich ist das ein ganz süßes Set mit Rutsche, also alles dabei, was man so braucht, um seine Kinder ein bisschen ans Wasser ranzutasten. Ja, ich sag mal, bei der Krake muss man auch dazu sagen, die ist auch ganz klar als solche zu erkennen, im Gegensatz zu dem Set davor. Das stimmt. Ja. Die hat eine passendere Form, kann man sagen. Die ist direkt angesprochen zu erkennen, genau, ja. Bei der anderen wüsste ich jetzt nicht aus dem kleinen Produktbild, was mir jetzt vorliegt, was es denn genau war, ne? Aber gut, umschiffen wir das Ganze wieder. Ja. Schwimmflügel haben wir auch mit dabei und so ein kleines Bötchen. Mhm. Was denkst du, wie groß ist der Spielspaß? Ja, das Becken ist klein, aber ich finde es süß. Also mag ich sehr. Also es ist ein echt süßes Set, so eins meiner Lieblingssets von den Wasserspaß-Sets, die wir hier so aus dem Freibadbereich haben. Ja, 5 Minuten und das Wasser ist 3 Grad wärmer, ne? Ja, so viel ist da nicht drin, ne? Genau, gut. Dann haben wir mit der Produktnummer 6670 einen Wasserpark als Spielarena aus dem Jahr 2015. Hier haben wir ähnliche Produkte, die wir gerade schon hatten. Hier gibt es noch so eine kleine Wippe mit dabei. Wieder eine Rutsche, die diesmal nicht ins Wasser führt. Das ist eher so ein Klettergerüst, ne? Und ich glaube, der Rest ist dann ans Wasser anzuschließen, Philipp. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Ja, das ist so ein bisschen interaktiv, ne? Ich glaube, du kannst auch ein bisschen mit Ja. so einem Gegengewicht diese Wippe da machen. Es gibt so eine kleine Pumpe da mit bei. Bisschen was zum Klettern. Das ist irgendwie, ja gut, Wasserpark Spielarena, ne? Der Name sagt es ja selber. Genau. Gab es früher an dem Lieblingsferienpark, den ich immer noch als Lieblingsferienpark betiteln würde, auch. Da gab es eine riesen Wasserfläche und dann wurde in dieser Wasserfläche, in dem flacheren Abteil, auch sowas angeordnet, dass die Kinder da ein bisschen Spielspaß hatten und ein bisschen rumdallern konnten. Also das war ganz cool gelöst und finde ich hier auch ganz süß, dass sie sowas mit dabei haben. Ja, wir waren da auch schon mal in so einem Ferienpark. Ich glaube, es war Center Park in. Ah ja, Oh, ich glaube, wo war das denn gewesen? auch Holland irgendwo? Nee, es war nicht Holland. Ich glaube, das war in Siegen oder sowas in Deutschland. Ah. Hm. Und ich meine, da hatten die dann auch in dieser Kinderspielfläche auch so ein Wassererlebnispark Hm. mit so einem riesengroßen Piratenschiff. Und Hm. oben war wirklich ein monströser Eimer, ne? Also ein Eimer, also sah aus wie ein Eimer, war aber natürlich sehr, sehr groß. Also ich denke mal, da haben so 4, 5 Kubikmeter reingepasst an Wasser. Hm. Und der war so angelegt, dass er irgendwann gekippt ist. Und dann ergoss sich diese Menge quasi komplett nach unten kenn ich, und ja. hat dir natürlich die Beine weggerissen. Ne? Du hattest dann so Ja. 20, 30 Zentimeter Wasser und konntest dann da stehen. Und wenn diese Wassermassen von oben runter kamen, hat sich dann unten schon weggehauen. Und dann gab es halt so eine Uhr, ne? Von wegen alle Viertelstunde oder alle 20 Minuten ist das dann da über dich hineingebrochen. Mit so einem kleinen Warnton noch. Und dann wussten alle, oh, jetzt geht's gleich los, jetzt aber dahin. Und dann, ja, Mhm. happy come together. Ja, kenne ich aber auch, ja. Ja. Ja, da hat sich Playmobil also im Jahre 2015 doch eine ganze Menge einfallen lassen. Ne? Ich meine, alle Produkte, die wir jetzt im Bereich Wasserpark und Wasser vorgestellt haben, sind alle aus dem Jahre 2015. Da haben sie das Thema insgesamt doch recht groß ja, ausgestattet. Ja, finde ich auch, ne? Sind alles so Produkte, die auch irgendwie thematisch zusammengehören. Da hat man an alle Bereiche des Themas gedacht, finde ich. Hat alles so ein bisschen ausgestattet und ganz interessant, gerade jetzt im Rückblick, ist ja auch, dass diese Produkte oder viele dieser Produkte ja im Jahr 2021 wiederkamen und ein bisschen verbessert einfach. Man sieht so, wenn man auf die 2015er Produkte guckt, dass das echt noch so in den Kinderstiefeln war, dass man sich da rangetastet hat. Man war sich vom Design her, von der ganzen Gestaltung her noch nicht so sicher. Und ich finde, 6 Jahre später sieht das alles ein bisschen souveräner aus und ein bisschen in sich schlüssiger irgendwie. Ja. Ja, bei dem Produkt, was wir gleich noch irgendwie vorstellen, da gibt es ja nochmal eine Gemeinsamkeit, also zumindest ein Set oder ein Bauteil, was dann nochmal im Aquapark auftaucht. Aber Genau. zuerst
begeben wir uns nochmal so ein kleines Stückchen zurück in den Pauschalurlaub. Wir sind jetzt im Urlaub im Playmo Beach Hotel und am 3. Tag wird uns langweilig. Wir haben alles Essen ist gegessen und die Speisekarte und Getränkekarte ist ausgeschöpft. Einem wird langweilig und es ist Zeit, irgendeine sportliche Aktivität auszuführen. 35 Grad im Schatten, die Quad-Tour hat gerade keine Lust, wir wollen baden gehen. Also geht's ab auf die Kletterschwimminsel. Genau, wir haben die Kletterschwimminsel mit der Produktnummer 70613. Finde ich ganz süß. Ist so wie so ein Luftball im Wasser. Da ist so ein Strick dran, da kannst du dich dran festhalten und hochhangeln. Ja. In dem Set sind 2 Kinder und die spielen dann auf dieser kleinen, ich denke mal, Gummiinsel, sowas soll das sein. Und ganz witzig ist, dass dieses Design des Fisches, ich sage einfach nur mal Fisch, will da gar nicht genauer ins Detail gehen, dieses Design finden wir ein Jahr später wieder in einem weiteren Aquapark, den ich gerade schon angesprochen habe. Ja. Und oben als Top von dieser Rutsche da, ne? Ja. Genau, genau dieses Dach der Rutsche ist nämlich genauso gestaltet wie diese kleine Kletterinsel. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen, finde ich, ist fast identisch. Und ich glaube, das Design kann man da komplett wiederfinden. Und irgendwie ist das auch so ein Indikator dafür, dass das ein zusammengehöriger Artikel ist oder ein zusammengehörender Artikel ist. Und hier haben wir quasi auch wieder so eine kleine Spielwelt und ja, haben einmal die Möglichkeit, eine sehr, sehr steile gelbe Rutsche zu nehmen, die führt direkt in den Pool und wir haben eine langgezogene rote Rutsche. Hier gibt es jetzt aber keine Schwimmreifen mehr, sondern ich glaube, hier nimmt man die Rutsche direkt und kann da seinen Wasserspaß in purstem Element erleben. Ja, jetzt hast du ja gesagt, du wolltest den Fisch gar nicht beschreiben, aber ich will es trotzdem mal probieren. Heißt der Fisch mit dieser Lampe, die er sich selbst vor den Kopf hält, nicht Laternenfisch? Boah, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist der Laternenfisch und genau den haben sie halt genommen. Also auch auf der Kletterinsel ist so ein kleiner Bogen nach vorne mit so einer weißen Bommel. Ich finde irgendwie, ich glaube, der heißt Laternenfisch und warum haben sie den genommen? Also das hätten sie doch eigentlich auch weglassen können, oder? Ja, vielleicht ist das ein süßes Detail. Also ich denke mal, dass da jemand die Idee hatte, oh komm, wir machen die Laterne mal davor. Das ist ein süßes Element, ein süßes, Kriterium an dem Fisch, aber ansonsten weiß ich es auch nicht. Ja gut, vielleicht haben sie sich gedacht, kann man sich dran festhalten, klettern. Ich wüsste jetzt nicht, ob der Durchmesser so ist, dass die Playmo-Hände gut dran greifen. Ich glaube, es sieht so aus. Ich denke mal schon, dass man mit der Hand da direkt auch einen guten Griff hat als Playmobil-Figur. Siehst du, und im Aquapark braucht der Laternenfisch natürlich auch die Lampe, um von oben zu leuchten. Das macht alles Sinn. Ja, das stimmt. Das macht alles Sinn. Ja, auf jeden Fall. Welches Set gefällt dir besser, Philipp? Dieser Aquapark mit Rutschen oder der Wasserpark mit Rutschen, den wir davor hatten? Ich finde tatsächlich den Aquapark besser. Ja, ne? Der ist einfach farblich auch ein bisschen cooler, ein bisschen moderner, ne? Mit so einem kleinen Holzsteg, also... Ja, ganz süß gemacht. Dazu haben wir nochmal ein Ergänzungsset. Und zwar sind da 2 Badebesucher drin. Das ist die Produktnummer 70690. Hier haben wir einmal die Mama mit roten Haaren und Badehandtuch und die Tochter mit Schwimmweste und so einem kleinen Reifen, der einer Ente ähnelt. Ja. Oder soll eine Ente sein, ne? Genau. Und wer jetzt nicht so richtig der Typ ist, um ins Freibad zu gehen, wer sagt, ja, Wasserrutschen interessieren mich gar nicht. Ich will nicht schwimmen, ich will nicht planschen, ich habe Angst vor der Sonne. Ich will irgendwie vielleicht auch was Aktiveres machen und bin eher so der Typ, der im Urlaub irgendwelche Aktivitäten auf der Agenda hat. Und da haben wir für genau diese Leute ein paar Aktivitäten mitgebracht. Aber zuerst müssen wir noch mal ganz kurz die Badegäste auseinandernehmen. Das Bild ist ja schon besonders, ne? Inwiefern? Also abgesehen davon, dass die Mama auch nur bis zum Hals ins Wasser geht. Also Make-up sitzt, oder? Make-up ist da. Make-up sitzt, genau. Man hat sich schön eingekuschelt in das weiße Handtuch, im Dekolleté festgemacht, dass es nicht runterrutscht. Aber was ist denn da unten auf dem linken Fuß? Am Hacken?
ein ganz wichtiges Detail. Und zwar haben wir hier ein Detail, was vorher schon mal bei Playmobil auch schon ein paar Jahre zuvor verfügbar war. Und zwar ist das ein Tattoo. Normalerweise, sag ich mal, hast du ja höchstens bei den Piraten oder bei dem einen oder anderen Hip-Hopper oder sowas, ne? Es gab ja so diese Konzeptfiguren. Aber Mhm. Tattoos relativ selten, ne? Äh, Ja, gibt es bei einigen Fußballern auch, ne? Also einige Fußballer vom Playmobil sind auch so mit Tattoos versehen. Das trifft sich ja. Ja, das ist ja Ja, wirklich was, was man im Alltag dann irgendwie auch findet, ja. ja. Aber ich musste zweimal hingucken, um das hier zu sehen. Also, hast du es Mhm. auf den ersten Anhieb gesehen? Nee, habe ich gerade beim Raufgucken erst Ja, ja. gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen, ne? So, aber ich kann auch nicht erkennen, was es ist. Jetzt ist die Frage, ist es ein chinesisches Schriftzeichen oder ein Delfin? Ah, ist ein chinesischer Delfin. Aber es ist ein ziemlich großes Tattoo, weil es wirklich den ganzen oder den halben Fuß abdeckt, Ja, ne? ja, also Aber hinten den Hacken, ne? Oder so. Aber ich meine, ich weiß ja, jetzt nicht, wie es von hinten aussieht. Aber soll jetzt gar keine Kritik sein. Ich finde, das Set ist tatsächlich gut gelungen. Also die Figur auf dem Flohmarkt würde ich, glaube ich, auch so mitnehmen. Einfach nur, weil sie gut anzugucken ist und sich schön irgendwo integrieren lässt, ne? ja. Ich mag den Schwimmreifen, der ist mein absolutes Highlight hier. Na klar, Dieser Entenschwimmreifen, boah, der ist todessüß. läuft, Ja, läuft. auf jeden Fall. So, und jetzt, Philipp, jetzt haben wir die Aktivitäten, auf die alle gewartet haben. Ja, Und zwar haben wir alles mitgebracht, wirklich die verschiedensten Sachen, die tollsten Unternehmungen, die ihr im Urlaub machen könnt, wenn ihr irgendwo euer Ferienhaus gebucht habt, wenn ihr eure Unterkunft habt und ihr wisst nicht, was ihr machen wollt. Und dann sagt ihr, hey, hier ist ein wilder Fluss, wir gehen zum Wildwasser-Rafting. Und genau da seid ihr bei uns richtig, denn wir haben mit der Produktnummer 6892 aus dem Jahr 2016 das Playmobil Wildwasser Rafting dabei. ja, Philipp, was sagst du? ein sehr schönes Set. Wie sagt man dazu? Ist es ein Schlauchboot? Ja, Schlauchboot, ne? Ja, ist ein Schlauchboot, Ja, ne? genau. Ich Ja. finde, die Farbe ist gelungen. Unten schwarz, oben so grünlich. Man hat so ein paar Prints oben drauf, als ob da diese Mhm. Kordel zum Festhalten noch so Genau. drumherum geht. Zwei Paddels ist ein Zweisitzer. Vom Mhm. Produktfoto her würde ich sagen, sind zwei Kinder. Ja. Ja, das habe ich aber damals auch gemacht. Gerade so kurz vor zwischen 10 und 12 zu zweit Wildwasser Rafting, ganz normal, ne? Da gibt es irgendwie also muss man nicht denken, dass das bloß Erwachsene machen könnten. Nein, 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 nein. Genau, aber sie sind geschützt, Helm haben sie an, Genau. jeweils eine Schwimmweste und ja, finde ich, finde ich gut. Ja, endlich mal ein Grünton vom Playmobil, der cool ist, der auch mal passt. Also hier gibt es wirklich keinen Bedarf, dass ich jetzt irgendwie meckern könnte. Mag ich sehr. Ja, Wildwasser-Rafting schon mal gemacht oder Bock drauf? Habe ich noch nie gemacht. Habe ich schon Bock drauf, auf jeden Fall. Aber habe ich noch nie gemacht. Aber du hast ja gesagt, du warst da schon mal drin, ne? Nee, Ach so, okay. ich war da noch echt noch nicht drin. Aber ich sag mal, so machen wäre schon interessant, aber dann machst du es ja meistens in so einem größeren Ding und sitzt dann da irgendwie zu sechs oder sieben oder zu acht drin oder sowas. Mhm. Mit dreimal links, dreimal rechts und einer, der brüllt. Genau, ja. Das ist das Einzige, was du verstehst. Mehr rechts, mehr rechts, mehr rechts. Ja, ja, wenn du links rum willst, bitte mehr rechts. Ne? Ja, gut, ich meine, da kannst du natürlich auch baden gehen bei, ne? Ja, absolut, ne? Ja, Es ist dann natürlich die Frage, wer dabei ist, ob da jemand Erfahrung hat, ob da Leute schon so ein bisschen auch Sicherheit mit haben, weil ich glaube, ich würde nicht einfach so auf den wilden Fluss gehen und mich da reinsetzen. Also da bräuchte man, glaube ich, schon so ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen, ja, so die Idee davon, wie das so abläuft. aber ich meine, Wildwasser-Rafting gibt es ja auch im Kanu und ist doch, Mhm. glaube ich, sogar olympische Disziplin. Kann das sein? Ja, genau, ja. Ja. Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Ja, ist auch olympisch. Wird das nur in so einem Kunstkanal ausgeführt oder auch machen Sie die Wettkämpfe auch auf festen Strecken? Oh, die sind alle in so einem Kunstkanal. Also ich glaube, die Wettbewerbe, die ich gesehen habe, die sind alle in so einem Kunstkanal. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Ja. Korrigiert uns gerne, wenn ihr wollt. Aber ich denke mal, das ist alles künstlich angelegt. Ja. Ich war damals in Babelsberg im Filmpark und da gab es auch so eine Wasserstrecke und da konnte man sich auch reinsetzen und ist dann auch den künstlichen Fluss so ein bisschen runter. Ich glaube, in so Fünfer, ja, Gondeln ist jetzt der falsche
Begriff, aber in so kleinen Fünferbooten und gab es, glaube ich, auch im Legoland in Billund. Da bin ich auch mit so einem Wildwasserding gefahren, aber da paddelst du ja nicht, da sitzt du einfach drin und lässt dich dann irgendwie da runtertreiben. Ja. Filmpark Babelsberg war ich auch schon mal drin. Wann warst du Vor da? 25 Jahren? Oder Okay. vor 20 Jahren? Ich war 99 da. Und dann hast du ganz kurz bei Joe Gerner vorbeigeschaut. Zu Joe Gerner. Also, ich muss das vielleicht nochmal erklären. Haben wir uns Für die, die es angeguckt jetzt damals. nicht wissen, Joe Gerner war ja ein Charakter der Erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Muss man so sagen. Gibt's Ja. die noch? Du darfst dich Wenn ich outen. jetzt Ja sagen würde, nee, habe ich nie geguckt. Nee, du bist. Habe ich echt nie geguckt. Ja, Ja. Damals gab es ja Unter uns, ne? Es gab ja noch Lindenstraße und den ganzen Kram. Aber genau. Unter uns fand ich ganz schlimm. Gute Zeiten, schlechte Zeiten habe ich nie geguckt. Nee. Also für die ganz jungen Hörer, das war halt das Berlin Tag und Nacht in anständig. Genau. Ingesittet. Ja. Ingesittet. Naja, gut, ich meine, auch da wurde gestorben, auch da wurden Techtelmechtel, jeder mit jedem durfte mal ran. Aber wie willst du auch Auch da wurde geliebt. Ja, das musste alles sein, ja. Genau. Aber gut, so war das damals. Im Filmpark Babelsberg. Ja. Ja. Dann haben wir noch mitgebracht mit der Produktnummer 9155 aus 2017 den Fahrradausflug. Einen kleinen Fahrradausflug mit der ganzen Familie. Also wir haben da alles dabei, was so benötigt wird. Und einfach, ja, ein cooles Set. Wir haben 2 so BMX-artige Fahrräder. Wir haben ein Fahrrad für die Mama mit Hänger und allen möglichen Sachen, die da so reinkommen. Wir haben so einen Gaskocher nochmal, den wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Und Kochtopf ist dabei, Philipp, ne? Also alles, Ja, und, was so dazugehört. und ein Boom. Und ein Wurm? Und ein Boom. Ein Baum. Ach so, jetzt, ja, stimmt, der Baum, das Bäumchen ist auch dabei, ja. Der Standardbaum. Genau. So, und wer jetzt sagt, ist mir zu langweilig, Fahrradfahren kann ich immer, muss ich nicht im Urlaub machen, habe ich gar keine Lust drauf, der denkt sich, hey Leute, lasst uns mal aufs Bananenboot. Klassiker. Und zwar gibt es da absoluter Klassiker, das Bananenboot mit Jetski, vom Jetski gezogen, Produktnummer 9163 aus 2017, ist der absolute Urlaubskracher, also macht das mal mit. Ich habe es noch nicht gemacht, deswegen sage ich es euch. Also ist aber ein cooles Set hier, ist wieder der Beach Money ist wieder dabei auf dem Jetski, der dreht sich um und guckt nochmal auf beide Kinder, die hinten auf der Banane sitzen. Die sind natürlich abgesichert mit Schwimmwesten, also alles, was wir dabei haben müssen, haben wir hier auch in dem Badeset dabei. Philipp, magst du es? Ich finde es gelungen. Es ist ein Wasserfahrzeug, wo der Maßstab passt. Die Frage ist, ob sich der Jetski-Fahrer auch ins Wasser schmeißt, um die Kinder zu retten, falls sie ins Wasser gefallen sind. Weil die Haare sehen mir doch schon sehr, sehr gut gemacht aus. Ja, kann er sich nicht erlauben, die nochmal machen zu müssen. Nee, alles gut. Wir haben wieder den typischen Surferboy, ne? Auch eine kleine Kette um den Hals, barfuß, also ohne alles. Und ja, er macht zumindest einen besorgten Eindruck. Ich finde, es ist ein gutes, gelungenes Set. Mag ich auch sehr. Ja, Und wer jetzt sagt, ja, Wasserspaß ist, wie gesagt, nicht so meins, der macht das so wie ich, weil ich liebe an dem Sommer, dass ich da einfach die ganze Zeit im Minigolf spielen kann. Minigolf ist so, glaube ich, das coolste, zumindest für mich, oder die coolste Outdoor-Aktivität, die man so unternehmen kann. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon Minigolf spielen war, aber 1000-mal. Und zwar haben wir hier die Produktnummer 792 aus 2018. Das Set gibt es nochmal in einer Nummer kleiner, war ganz witzig. Wie gesagt, letzte Woche war ich bei meinen Eltern, Philipp. Da waren wir ganz kurz im Aldi und da habe ich gesehen, dass die kleinere Variante von diesem Set für 2 Euro im Angebot hatten. Habe ich mir direkt gekauft. Liebe ich. Also Minigolf, finde ich, ist ein absolutes Highlight. Bist du einer, der gerne Minigolf spielt oder denkst du dir, nee, komm, habe ich gar keinen Bock? also wenn du irgendwie eine Minigolfanlage hast, dann will man ja natürlich auch mal mitmachen, ne? Also juckt einen ja dann doch irgendwie schon. In dem Freibad, was jetzt in unserer alten Nachbarschaft war, da gab es auch so eine kleine Mini-Golfanlage. Und ich glaube, du konntest dir da auch einen Schläger ausleihen und einen Ball. Aber die war tatsächlich, konntest du ihr das Alter ansehen. Also die war sehr, sehr wenig gepflegt, ne? Das ein oder andere Betonelement schon so ein bisschen abgeplatzt, 5 Schichten Farbe drüber. Die war nicht gut gealtert oder nicht gut in Schuss gehalten.
Und ich glaube, wenn du daran Spaß haben willst, dann muss das irgendwie auch bisschen gepflegt sein, ne? Ja, ist ja auch fürs Ambiente einfach gut, ne? Du willst ja da auf so einem gepflegten Platz auch ein bisschen den Spaß haben, willst nicht irgendwie die ganzen Löcher da angucken. Also das muss dann, glaube ich, schon sein. Ja, aber Ja. sonst finde ich Minigolf cool. Ich habe sowas auch schon mal als Edelstahl-Variante gesehen, als also urbanes Sportgerät, also mitten im öffentlichen Mhm. Raum in so einem Park und dann halt mehrere, ja, fast Vandalismus sichere Minigolfbahnen, um da einfach die Leute in den Park zu ziehen, dass die denn da mal eine Runde spielen können. Und das ist ja dann auch, ja, auch eine ganz angenehme Sache, ne? Aber man muss halt den Schläger haben und dann, ja, dann geht's Ja, halt los, genau. finde ich richtig cool. Ja. Und dann kommen wir zu Produkten, die ich liebe, die ich aus dem Grund liebe, weil ich, wie gesagt, so oft in diesem Ferienpark war, von dem ich gerade schon erzählt habe. Und zwar ging das, glaube ich, oh, 1990 oder so ging das los. Also da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, weil das einfach zu früh war. Aber wir haben relativ früh angefangen, einen Ferienpark in Holland fast in jedem Jahr zu buchen. Also wir waren da immer in Slagharen. Slagharen ist so der coolste Park, den ich überhaupt kenne. Ich war dieses Jahr da mit Marie auch wieder hin, weil das einfach so mein Paradies ist. Mhm. Ist ein kleiner, süßer Park, also ist gar nicht so groß, jetzt auch nicht so groß wie der Hansepark und auch gar nicht so groß wie der Heidepark zum Beispiel. Aber ist irgendwie süß und da habe ich so viele Kindheitserinnerungen dran, dass ich da irgendwie immer wieder hin will. Das ist so ein bisschen mein Mecker. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Ferienhäuser, also verschiedenste Formen von Ferienhäusern. Da kann man unter anderem im normalen Ferienhaus schlafen, also in so einem kleinen Holzhaus oder auch in so einem umgebauten Wohnwagen oder in einem Wigwam. Also da ist für jeden eigentlich alles dabei und das ist so einfach wirklich mein Paradies. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann diese Produkte hier sehe, diese Ferienhäuser, weil die mich permanent an diesen Ferienpark erinnern. Wir haben hier zum Beispiel mit der Produktnummer 6887 aus dem Jahr 2016 ein Ferienhaus bzw. großes Feriencamp, Philipp. Ja, so eine Finnhütte, ne? Sagt man nicht dazu? Finnhütte? Mhm. Mit diversen sportlichen Aktivitäten. Wir haben Fußball können wir sehen, Frisbee, Bogenschießen, Kletterpark oder zumindest so eine Seilrutsche, wo sich die Kinder festhalten können an so einer Rolle, um dann da runter zu sausen. Der Winkel ist ein bisschen wild, aber sie machen es schon. Mhm. Äh, Hatte eher was von freien Fall, oder? Ganz schön Ja, steil. gut, aber es muss halt aufs Bild mit draufpassen. Von der Sicht her aus ist das, glaube ich, so eine Montageplatte, die du dann irgendwie an der Tischkante festmachen kannst, ne? Genau. Um die dann da wirklich runterdüsen zu lassen. Sicherlich Mhm. eine ganz, ja, im Spiel eine ganz schöne Sache. Ja, Mehrfachbetten, zumindest Doppelstockbetten, auch irgendwie so ein Mhm. Ferienlagerdingen, oder? Genau, Ja. ja. Warst du mal in so einem Ferienlager? Ja, ich war damals in der Nähe von Rathenow, hier bei uns in Brandenburg. Da gibt es Verchesa. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, der Zuhörer. War auf jeden Fall ein richtig cooles Ferienlager. Genau, da war ich. Und dann war ich irgendwann mal in so einem Pferdecamp. Schon ewig her. Und war da mal so ein bisschen reiten und so. Mhm. Das war auch ganz süß. Das war in Mecklenburg. Ja, hast du ein bisschen Ferienlager-Erfahrung oder wie sieht es bei dir Ich war aus? auch mal in so einem Ferienlager, genau. Aber in der Tschechei, glaube ich. Ja. Ah, war ich auch mal. Bin ich mal. Muss ich auch noch hinzufügen. Geil, das ist ja eine witzige Parallele. Wir sind damals irgendwann mal in ein Fanlager gefahren von Magdeburg aus irgendwie. Okay, aber ich meine, die Namen von dem wüsste ich jetzt nicht, aber vielleicht, also war ein Erlebnis. Ja. Es war ein Erlebnis. Wie alt warst du da? Ui, 14, hätte ich Okay. jetzt gesagt. So in dem Mhm. Dreh. Ist ja auch schon Jahre her, aber ich meine, ein bisschen Kulturschock hatten wir da, ne? Das waren dann so immer so kleine Hütten, Mhm. jeweils mit, ich sag mal, kam es da rein, links und rechts ein Spind mit, also zwei Spinde links, zwei Ja, Spinde rechts und dann halt so ein Minitisch und zwei Doppelstockbetten. Und mehr, hatten wir auch, und ja. mehr war da nicht. Und vorne eine Tür und hinten gab es ein kleines Fenster, also mit 30 mal 40, ne, keine Ahnung, muss ein bisschen mehr gewesen sein. Auf jeden Fall ist man dann da irgendwie abends immer rausgeklettert und Mhm. hat dann sich dann so durchgeschlagen. Und ich glaube, die haben uns dann da mit dem ganzen Bus hingekarrt, ne? Also quasi ist der Bus einmal durch die Prignitz gefahren, hat alle eingesammelt, deren Eltern ihre Kinder abgeschoben haben. Und dann wurden wir dann da halt hingebracht.
und haben dann da ja, die Zeit verbracht. Und es war so ein bisschen angelegt wie so ein Runddorf. Ich glaube, es Mhm. gab irgendwie so 40 von diesen kleinen Hütten. Ja. Und es ging einmal so halb im Oval da umher. Und ich glaube, da waren wir so 10 Tage, 2 Wochen waren wir da. So Mhm. hier Fahnenmast in der Mitte. Morgens ging es zum Appell. Alle raus auf den, ich sag jetzt mal, Exerzierplatz. Jeden Mhm. Morgen, ich muss dabei lachen, ne? Jeden Morgen Frühsport und dann Mhm. Frühstück und dann da war es schon fast mit militärischen, ich will jetzt nicht sagen militärischer Drill, hört sich total blöd an, ne? Aber Aber klingt auch so, ja, oder? Ein bisschen. es war schon wild. Wir mussten Weitwurf machen. Weißt du mit was? Kommst du nicht drauf. Womit? Sag mal. Mit einer Gummi-Übungshandgranate. Wirklich, Oh. ohne Flachs. Ja, also wie klischeehaft, ne? Aber das war so. Und dann, es gab bloß Plumpsklos. Das war für Mhm. viele ein Schock, ne? Also die Geruchsbelästigung und die offene Natur war auch nicht so leicht für den einen oder anderen. Und dann durften wir, glaube ich, irgendwie nach einer Woche, gab es dann irgendwie so einen Marsch in Richtung nächste Einkaufsmöglichkeit. Und war das ewig, ne? Das war ewig. Ah, das hatten wir auch Also es damals. war Mhm. so weit weg. Da sind wir da, ich sag mal, eine Stunde oder 2 Stunden gelaufen, bis wir dann da an dieser Stadt waren. Und Mhm. haben uns dann erstmal für unsere tschechischen Kronen irgendwas geholt. Und ich meine, es waren ja alle Ja. minderjährig, aber Raucher gab es genügend. Und die mussten natürlich dann auch erstmal neuen Ja. Stoff haben, ne? Und Ah. dann wurde sich das Zigaretten geholt und dann war ich sag mal, die Unvernunft, sich irgendwas zu kaufen, bei dem einen oder anderen dann doch recht groß. Ne? Also ich meine, trotz der total langen Anreise da, oder du musstest ja, wie gesagt, da 2 Stunden Mhm. laufen, hat sich der eine oder andere dann noch so ein Sixer River Cola geholt. Und das musstest du auch natürlich zurückschleppen, ne? Ja. Und das hat sich so schlecht getragen unterwegs, also das war schon interessant. Und Es muss wohl überlegt sein, was du da ja, kaufst, ja, ja. genau. Aber was natürlich nicht fehlen durfte, war die obligatorische Nachtwanderung. Haben wir auch gemacht. Also ich glaube, also es hört sich, also vielleicht sind die auch relativ ähnlich, diese ganzen Feriencamps, aber es hört sich echt nach dem Feriencamp an, in dem ich auch war. Ja, Wir haben irgendwann auch einen Ausflug gemacht nach Prag. Ich weiß nicht, ob der bei euch auch ja, dabei war. kann gut sein, ja. Und wir mussten nämlich auch ewig weit laufen. Wirklich, da war der nächste Ort, über eine Stunde, glaube ich, entfernt. Sind wir mit der ganzen Gruppe los in den Supermarkt. Das Angebot war echt ein bisschen spärlich, aber du warst natürlich froh, dass du ein paar Sachen bekommen hast. Da war ich irgendwie, glaube ich, auch 14. Das war, glaube ich, 2002 oder 2001. Irgendwie 13 oder 14 war ich da. Ja, Also mitten in der Pubertät. Auch ganz schwierig mit Mädels, fremden Mädels. Ja, ganz, ganz überfordernd und irgendwie aber auch witzig. ja. Beschreib doch mal bitte einmal, wie du da den Essenssaal, wie war das da so? Das war irgendwo wir hatten ein großes Hauptgebäude. In dem großen Hauptgebäude waren die Leute untergebracht, die nicht mehr in diese Hütten gepasst haben. Aha, Ich weiß gar nicht, wie viele Hütten da waren aber nicht 40. Es waren vielleicht eher so, ich denke mal irgendwas zwischen 12 und 16. okay, Irgendwie so im Dreh. ja, Also war ein bisschen kleiner. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann noch Bilder finde. Dann sage ich dir mal, wo der Ort war oder schicke dir ein paar Bilder. Und der Essenssaal war eigentlich ganz cool. Der war nämlich, wie gesagt, in diesem Hauptgebäude und der war relativ groß. Und wir durften da aber nicht die ganze Zeit rein. Der wurde dann komplett zugemacht. Also für irgendwelche Treffs war der verboten, aber ganz entspannt ja. eigentlich. Na gut, jetzt noch 2 Anekdoten. Kinderdisco durfte natürlich auch nicht fehlen, ne? Die hatten wir auch, Also stimmt. ein Abend war noch Kinderdisco. Äh, Genau, ja, ja. und wir hatten noch so eine Survival-Wander-Schnitzeljagd. Also wo wir dann irgendwie Ja. also irgendwie war das so mit Schnitzeljagd-Elementen, ne? Also du musstest irgendwie hinlaufen, musstest irgendwas machen und musstest dich als Hm? Gruppe, musstest dich beweisen oder bestehen. Hm? Und in diesem ganzen, ich sag mal, militärischen oder, ist ja nicht, ich will es gar nicht so sagen, Militär, ne? Aber wie gesagt, Granaten, Weitwurf, Appellplatz, Frühsport und so, ne? Gab es noch ein Element in diesem, in diesem Schnitzeljagd-Gedöns, dass dann irgendwie steht, jetzt ist eine Person verletzt und Ja. ihr müsst diese Person jetzt medizinisch versorgen.
Und dann mussten wir mit Stöckern und Mullbinden mussten wir das Bein schienen und dann diese Person da noch irgendwie die letzten 100 Meter tragen. Und dann Mhm. war natürlich die strategische Entscheidung, man nimmt da ein Mädchen für, was nicht so schwer ist und hast du nicht gesehen. Und, Ja. aber in Summe super klischeehaft, ne? Ja, hört sich auch so an, aber stell mal vor, wirklich, du bist da auf so einem Trip unterwegs irgendwo, bist in einem Ferienlager, freust dich und dann hast du irgendwo so einen Pädagogen dabei, weißt du, der so ganz frisch seine Ausbildung abgeschlossen hat, der denkt sich, oh komm, ich bin jetzt mal ein bisschen innovativ und denkt mir ein paar Sachen aus oder irgendein Lehramtsstudenten, der da sein Praktikum macht und der macht dann so eine Scheiße mit dir und muss die Leute dann versorgen. Also, Ich glaube, dass das noch nicht mal durch die deutschen Pädagogen da war, ne? Also wir hatten natürlich auch Begleiter dabei, die sich mhm. das haben bezahlen lassen, ne? Also die waren ja auch Teil der Reisegruppe. Es ist ja nicht so, dass wir diejenigen waren, die sich dann morgens auf den Appellplatz gestellt haben. Ich glaube, das war eher so ein Dingen aus dem Lager selber. So ein sowjetisch geprägtes Ding Ja, vielleicht. weiß ich nicht. Auf jeden Fall wussten alle, was sie zu tun haben und wir dachten erstmal so, ist euer Ernst? Jetzt wirklich? Nee, ne? Ist doch nicht euer Ernst. Aber das war der pure Ernst. Und dann wurde da erstmal morgens der Hampelmann gemacht mit Frühsport und allem drum und dran, ne? Naja, gut. Ah, Okay. Was haben uns unsere Eltern da ziemlich, eingebrockt, wenn sie wüssten? ja wirklich, Ja, ziemlich wilde Geschichte, ja, ja. wilde Geschichte. Aber gut, die hatten 2 entspannte Wochen. So, Das ist ja cool. ähm, kommen wir zum nächsten Set. Sieht so ähnlich aus, ist aber dann nicht mehr zum Abschieben der Kinder, sondern der erholsame Urlaub mit Eltern und Kindern aus dem Jahre 2002, das Ferienhaus. Genau, Produkt Nummer 3230 ist ein Produkt, was ich mir vor ein paar Jahren zweimal gekauft habe und auch vor ein paar Jahren schon umgesprüht habe. Habe ich irgendwie nie fotografiert, aber finde ich so an sich ganz süß. Also die ganze Inneneinrichtung gefällt mir sehr gut. Hier ist auch wieder so ein Grill dabei. Beim anderen gab es ja auch so eine Feuerstelle. Hier gibt es ein bisschen Campingausrüstung. Ich finde diese Innenausstattung ganz süß. Ich mag die Anordnung der Betten, die ziemlich gleich ist wie bei dem Ferienhaus, was wir gerade schon besprochen haben. Wir haben den Fußball dabei, also Sachen, die man dann gerne auch mal im Sommer macht. Das einzige Problem, was irgendwie auch der Zeit so ein bisschen geschuldet ist, ist die Farbwahl. Die gefällt mir überhaupt gar nicht. Und ansonsten ist das eher ein Set, was ich mir, glaube ich, zur damaligen Zeit auch gekauft hätte. Ja, Ist das ein Favoritenset von dir oder nicht so? ich finde es ganz cool. Ich finde auch die Farbe gar nicht so schlimm. Gelbe Fenster, Hm? blaues Dach. In welcher Farbe hast du es umlackiert? Ich habe es einmal in grün, in so einem Reseda-Grün und einmal in blau. Was hast du denn da noch blau Ja, gemacht? Ist das schon blau? ja, aber ich hab das Dach braun gemacht. Also ich habe das Dach braun gemacht und habe also einen anderen Blauton auch genommen, weil das ist mir ein bisschen zu giftig, irgendwie so ein bisschen zu grell. Ja. Muss ich dir mal, oder muss ich einfach mal posten, kann ich mal hochladen. Ja. Aber finde ich, ja, weiß, blau, gelb, geht so. Beim Haus selber, ich glaube, da ist der Fachbegriff Finnhütte, oder? Genau, hast du gerade schon Ja, gesagt, ne, mit so einem Spitzdach, genau. genau. Ja, Geht runter bis auf den Boden, das Dach, ne? Hat genau. einen relativ spitzen Winkel. Genau. Unsere Freunde der Familie, so will ich es mal so sagen, so Kindergarten waren wir zwar nicht, aber zumindest aus dem Nachbarort, also mein Vater, ihr Vater war auch zusammen in der Armee damals und dann kannte man sich. Der hat sich so eine Finnhütte damals in seinen Garten gebaut, als Oh, so cool. zweite. Und da haben wir als Kinder auch tatsächlich viel drinnen übernachtet. Die hatten noch einen Mhm. Pool davor. Und ja, also Finnhütte kenne ich tatsächlich selber Cool. als, ja, als Übernachtungsmöglichkeit oder. Übernachtungsmöglichkeit, genau, ja. Aber wir hatten natürlich da keine Küche drin oder sowas, sondern da war einfach bloß ein Mhm. bisschen Schlafgelegenheit und in späteren Jahren eine kleine Bar und was zum Hinsetzen, ne? Naja, Cool. Ja, das Ferienhaus, was wir uns gebucht haben, was ich von früheren Tagen dann noch kenne, also jetzt für den September, in Slakan in dem Ferienpark, ist auch richtig klein, also richtig süß und klein. Da ist eine kleine Küche mit drin, eine kleine Dusche und es würde mir wirklich als Haus komplett reichen und ich würde echt in so einem Tiny House wohnen oder in so einer kleinen Finnhütte, finde ich richtig süß. Da habe ich irgendwie alles, was ich brauche und da geht es mir, glaube ich, gut. Also ich mag das echt gerne. ich mache lieber mit mehr Platz, aber das kennst du ja. Na, so sind ja Geschmäcker verschieden, ne? Genau. Auf jeden Fall.
Ja, Lars, in meiner Jugend war ich auf jeden Fall nicht nur abgeschoben im Ferienlager in der Tschechei, sondern meine Eltern haben mich auch an die Nordsee, an die Ostsee, nach Holland, Dänemark verfrachtet in den gemeinsamen Familienurlaub. Wir haben es aber auch einmal geschafft, in den Schwarzwald zu fahren. Mhm. Und da haben wir auch einige Sets jetzt mit rausgesucht, und zwar die Almhütte aus dem Jahre 2013 mit der Produktnummer 5422. Und ich finde, das Ding ist richtig urig und gelungen. Das ist richtig cool. Wir sind hier mitten beim Urlaub in den Bergen. Wir haben hier wirklich den typischen Urlaub, den man so findet, wenn man irgendwo in der Nähe einer Almhütte ist. Also das ist ein ziemlich cooles Wirtshaus. Das ist wirklich auch so ein Wirtshaus, wie man sich Wirtshäuser vorstellt, finde ich. Also da ist alles dabei. Da ist der kleine Biergarten noch mit dran. Wir haben eine Kuh mit, mit im Bild und eine kleine Tränke. Und ja, ich finde, das coolste Detail ist dieser typische ähm, der typische Balkon, den man so bei Wirtshäusern hat. Den finde ich richtig süß. Ja. Was gefällt dir hier am besten? Ich finde die Katze ganz cool, die da im Fensterladen auf dem einen Blumenkasten sitzt. Hast du die gesehen? Hm? Ja, die ist ganz cool. Und dann ist natürlich die ganzen anderen urigen Elemente, die man da auch irgendwie so braucht. Die roten Fensterläden, und oben darf natürlich auch das aufgesetzte Hirschgeweih nicht fehlen, um Genau. dem traditionellen Charakter gerecht zu werden. Absolut, ja. Also wir haben ja alles für den Wanderbereich. Wir haben die Leute hier herzlich eingeladen, die nicht an den Strand möchten, sondern eben sich ein bisschen bewegen in den Bergen, die auf Erkundungsreise gehen, auf allen möglichen Wanderrouten, die es so gibt. Und dazu haben wir passend aus dem Jahr 2017 auch noch die Familie beim Bergwandern mit der Produktnummer 6536. Das ist ein sehr, sehr süßes Set. Dazu oder darüber hinaus haben wir noch die Gebirgsquelle, die ist noch dabei aus dem Jahr 2013, Produktnummer 5424. Also quasi alles, was man so braucht, wenn man Urlaub in den Bergen machen möchte und keine Lust hat, an den Strand zu gehen. Ja. Die Quelle ist ja ganz gut gemacht mit so einem kleinen Wasserfall oder mit diesem hohlen Wasserstamm, kann man so sagen, ausgehöhlten Kann man so Baumstamm, sagen, ja. wo da ein bisschen Wasser drin ist. Ja, nicht ganz hygienekonform, wenn sich alle mit der Hand da was reinschütten, aber man nimmt ja immer aus dem fließenden Gewässer, ne? Und nicht aus der Rinne raus. Genau. Wie hast du es immer gemacht auf deinen Bergwanderungen? Nee, das ist der Trick. Nee. Ich war tatsächlich ein paar Mal wandern. Wir waren ganz oft auf dem Malerweg, weil mein Vater ja aus Dresden kommt, waren wir, ich weiß nicht wie oft, im Elbsandsteingebirge, und da sind wir da überall rumgelaufen. Das ist nämlich der Trick, immer das Wasser von oben nehmen, nie aus dem Gefäß. Genau, das sollte man nicht tun. Ja, ansonsten so typische Elemente, die man irgendwie an so einer Gebirgsquelle braucht. Es geht natürlich nicht, dass man irgendwo in der Walachei ist, ohne dass da ein Pfahl steht mit Schildern, wo der nächste Wanderweg hingeht. Die Wanderwege sind Mhm. natürlich auch schön beschriftet mit irgendwelchen komischen Zeichen, also weiß ich nicht, weißer Grund, roter Strich von rechts nach links oder grüner von oben oder blauer Punkt. Und dann weiß man, okay, das ist die Strecke, da muss ich hin, in die Richtung geht's, und dann ab dafür. Genau. Und weil das Set so gut angekommen ist oder weil diese Basis des Sets so gut lief oder also scheinbar gut lief, hat Playmobil das 2018 nochmal einzeln rausgebracht. Mit der Produktnummer 6578 ist quasi das gleiche Set ohne Person, aber dafür gibt es noch ein Eichhörnchen und eine süße kleine Ja, Igelfamilie. zwei Eichhörnchen sogar, ne? Ah, genau, da oben sitzt noch eins, stimmt. Ja, genau. Ja, hast du richtig Wanderschuhe oder bist du hier schön auch so wie in Rostock mit Adiletten? Ja, ich war tatsächlich in Thüringen letztens mit Adiletten wandern. Sieht man nicht so gerne. Also gibt Leute, die gucken da irritiert, und ist auch irgendwann bei diesen ganzen Kieselsteinwegen jetzt nicht so der Ja, Hit. Deswegen ziehe ich meistens aber Sportschuhe an. Ich finde so Sportschuhe zum Wandern echt ganz cool, weil die bieten richtig viel Komfort, und vor allem sind die gut gedämpft, und da gefallen mir Sportschuhe immer besser. Ich weiß nicht, wann war dein letzter oder wie lange ist dein letzter Wanderurlaub her? ja, wir sind damals in den Flitterwochen sind wir nach Schottland.
oder waren wir in Schottland unterwegs und dann sind wir da auch viel durch die Gegend Geil. gekraxelt. Und da waren wir auch richtig ausgerüstet. Also nicht nur mit so ein bisschen ein paar Air Max an den Füßen und dann mal los, sondern Mhm. auch so, ja, wirklich hohe Wanderschuhe mit speziellen Socken, die noch ganz, ganz viel abkönnen. Und da haben wir auch ein paar Meter gemacht und ja, ganz lustig war, dass wir dann hinterm Haus, wo wir da in diesem Bed and Breakfast da so gewohnt haben, mal so lang gelaufen sind und dann ja, die ganz normalen Wege benutzt haben. Mhm. Und dann konnte man auf dem Weg so 10 Meter weiter höher ein Fundament sehen. Und wir dachten, ja, was ist das Mhm. denn? Ja, lass mal gucken gehen. Ja, und dann sind wir da kurz da hingegangen zu diesem Fundament und dachten so, ja, ach guck mal, da vorne ist ja noch eins. Und dann hatte uns so ein bisschen die Neugier geweckt, ja, wo geht's denn überhaupt hin? Was ist denn hier gewesen? Muss ja irgendwie so eine Seilbahn gewesen sein, ne? Also man konnte schon sehen, es Mhm. muss irgendwie so eine Seilbahn gewesen sein. Und dann sind wir immer weiter nach oben gekraxelt, bis wir so hoch waren, dass es uns schon selbst Angst gemacht hat. Also das war schon, wir waren dann schon über der Baumkante rüber. Also es waren Mhm. schon keine Bäume mehr da. Und wir dachten noch so, ja, wenn jetzt hier irgendwas passiert, na, dann ist ja mal richtig schlecht. Und Mhm. dann denkst du so, naja, komm, wir gehen jetzt noch 100 Meter und dann gucken wir mal. Und dann konntest du auch irgendwann gar nicht mehr das richtig so einschätzen, ne? Also wie viel sind 100 Meter? Also 100 Meter nach vorne und dann guckst du auf einmal nach hinten und denkst, das ist ja dann doch schon wieder viel, viel mehr, weil du das mit diesem ganzen Klettern und Kraxeln, es war jetzt nicht super steil, aber ähm, ja, war schon wild. Und dann haben wir uns dann doch entschieden, dann doch wieder runterzugehen. Und dann mussten wir Mhm. erstmal morgens beim Frühstück die Gastgeberin fragen, was das überhaupt alles da oben war. Und die meinte dann, da wurde mal ein Staudamm gebaut. Und vor 30 Jahren gab es da auch mal einen Lastenaufzug, aber bloß fürs Baumaterial. Und ja, wir haben uns da vollkommen unerschrocken da hochgekraxelt. Ne? Das war so das letzte Wandern. Ah, cool. Ist das gleiche Bed and Breakfast, was du in der letzten Kopf- oder Zahlrunde beschrieben hast? Ah, Oder weiß ich nicht. Wir wart ihr sind da ja öfter? immer, nee, wir sind ja immer gewandert. Also tatsächlich, wir waren zweimal Hm? in Schottland oder Schottland und England. Und dann Ah, sind wir cool. quasi, einmal sind wir ja quasi ganz normal, klassisch mit dem deutschen Kleinwagen Richtung Frankreich. Von da aus dann von Calais mit der Fähre rüber nach Dover, ne? Hm? Und dann haben wir einmal mit unserem kleinen, damals Nissan Micra unten England Cool. unsicher gemacht. Und das zweite Mal, da waren wir schon wohnhaft in Hamburg. Sind wir mit dem Flugzeug rüber, hatten dann vor Ort einen Leihwagen und haben es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also irgendwie 10 Tage, sag ich mal, 3 Stationen, ne? Und sind dann irgendwie quasi von Station zu Hm? Station mit dem Leihwagen gefahren, genau. Und haben Stirling besucht und ich weiß, die anderen beiden habe ich schon wieder vergessen. Also war aber schön, hat Spaß gemacht. Genau, Cool. genau. Gut, alle Sets, die wir so vorbereitet haben, haben wir besprochen. Dann sputen wir uns in Anbetracht der Zeit und springen jetzt mal ratzifatzi in den lustigen Teil. Kopf oder Zahl? Die Mundharmonika ist richtig Laser. Hallo ihr Brees, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Kopf oder Zahl, dem Spielspaß von Playmocast. Ich hoffe, ihr habt den Swagger mitgebracht und seid bereit für die wilden Fragen unserer Präsidentin. Ich bin gespannt, welche der beiden Antworten ihr smasht. Jetzt aber ab die wilde Fahrt. Für diese Spielrunde habe ich folgende erste Frage mitgebracht, Philipp. Und zwar habe ich vorhin schon so ein bisschen über meinen Lieblingsferienpark gesprochen. Und ein wichtiges Element, das in diesem Ferienpark immer verfügbar war über all die Jahre, ich war da glaube ich 7-mal, ist Slush-Eis. Deswegen will ich von dir wissen, ob du dich für Slush-Eis oder für den Milkshake entscheiden würdest. Ich nehme den Milkshake. Gerne in Vanille. Ah, okay. Ja, Was spricht gegen Slush-Eis? ist süß und macht Kopfschmerzen. Okay.
Ich bin meistens auch immer gegen diese süßen Produkte und diese süßen Getränke. Da gibt es ja leider heutzutage viel zu viel Zeug, was man da kaufen kann. Aber ich finde, Slush-Eis ist einfach so unschlagbar, weil es so coole Sorten gibt und einfach so cool aussieht. Deswegen, ja, finde ich diese matschige Flüssigkeit echt richtig lecker. Und den Punkt mit dem Milkshake verstehe ich auch ziemlich gut, weil ich Milkshake eigentlich liebe. Gerade mit Erdbeer in meinem Fall. Aber Slush-Eis finde ich einfach noch ein bisschen cooler und das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Welche Farbe ist die beste? Blau. Wirklich. Ich finde Blau am besten. Ja. Ja, Das ist mein Favorit. sehr gut. Mhm. Voll wie der Strand, blau wie das Meer. Ja, genau. Gut. Dann komme ich mal zur zweiten Frage. Dir wird ein Schlafplatz angeboten. Du hast ein Doppelbett für dich allein. Links Ja. ist die Matratze in dem Härtegrad weich und rechts ist die harte. Mittelfest ist leider aus. Auf welcher Seite schläfst du? Erstmal ziemlich traurig, alleine in einem Doppelbett zu schlafen. Manchmal gibt es da natürlich auch Vorteile, weil du hast einfach auch ein bisschen mehr Platz. Der kann ja manchmal nicht schaden. Bei mir ist irgendwie ganz gut, dass ich irgendwie fast in jedem Bett schlafen kann. Und ich habe aber manchmal das Problem, dass so Matratzen zu weich sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Hm, So einfach. ja, weiß ich nicht. Ich glaube, aktuell habe ich mittelfest. Also ich habe tatsächlich eine Mittel, aber ich hatte auch lange Zeit mal eine weiche gehabt. Ja. Da scheiden sich echt die Geister drüber, ne? Also du kannst ja für Matratzen noch richtig Geld bezahlen, ne? Ja, absolut. Da gibt es ja horrende Preise und auch witzige Matratzenwerbung, die man Ja, überall ja. teilweise auch im Fernsehen sich angucken kann. Ich entscheide mich mal ganz fix. Ich nehme harte Matratzen. Ich finde hart besser als weich. Okay, ich nehme dann die weiche. Das ist, haben wir mal einen Unterschied Okay. und das ist auch wirklich so, denn wenn die dann zu hart sind, Ja. dann glaube ich, wachst du morgens irgendwie auch nicht auf. Mhm. Ich glaube, auf einer harten Matratze auf der Seite liegen als professioneller Schnarcher, da ist, glaube ich, bist du mit einer weichen besser bedient. Ja, Okay. so. Frage 3, Lars. Die nächste Frage kommt aus dem Bereich des Films und wieder aus dem Bereich des Comics. Und zwar will ich hier von dir wissen, ob du dich für Pocahontas oder für Ariel entscheiden würdest. Ja, hier würde ich mich tatsächlich für Ariel entscheiden. Als wir so klein waren, da war ja Ariel durchaus Thema, ne? Also Ja. es kam so in unser, als wir so alt waren, wie die Disney-Macher es bevorzugt haben, kam Ariel raus. Genau, wir haben die Zielgruppe. Genau, wir waren die Zielgruppe und ich glaube Pocahontas, meine ich, da waren wir schon draußen, oder? Bei mir kam Pocahontas gerade so richtig rein. Da war ich, glaube ich, so 10. Müsste ich mal nachgucken. Aber Pocahontas hat mich auch absolut abgeholt. Also war genau meine Zeit. Okay, ja gut, also ich entscheide mich auf jeden Fall einfach, weil ich bei Ariel die Story auch nochmal kenne. Äh, Mhm. Ursula war, glaube ich, die böse Krake oder sowas, ne? Ursula? Ich glaube Ja, auch. und den roten Krebs, weiß ich nicht. Wenn ich sage Patrick, dann ist nicht richtig, ist SpongeBob, ne? Ja, Äh, genau. Patrick ist SpongeBob. Oh, ich überlege gerade, wie der. Fällt mir gerade nicht mehr ja, ein. gut, aber ich nehme trotzdem Ariel. Und du, Pocahontas? Pocahontas ist ja so eine schöne Indianergeschichte. Aber Also sind Pferde mit drin, ne? natürlich auch Pferde mit drin. Genau, schwieriges Thema, weil ja die Siedler kommen und dann den Indianern das Land wegnehmen wollen. Und Pocahontas ist ja da jemand, der ganz gut vermittelt und auch jemand, der sich gut mit John Smith auseinandersetzt, gut kommuniziert und dann so eine kleine Liebesgeschichte entsteht. Das ist ja das absolute Highlight, glaube ich, die absolute Highlight-Geschichte, weil beide auch so unterschiedlich sind und trotzdem irgendwie eine Ebene oder eine Basis haben. Ja, ich meine, gut, das Und Konzept Romeo und Julia wurde also auch da umgesetzt. absolut, ja, da hat es zugeschlagen. Liebe geht sowieso fast in jedem Film, glaube ich. Irgendwie kriegt man das da noch mit rein. Ja, Ariel finde ich auch cool, ist ja eigentlich von Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau. Jetzt muss ich hier kurz überlegen. Ich nehme, glaube ich, Pocahontas wegen der Western-Elemente, wegen der Indianer. Und weil Pocahontas so ein starker Charakter ist, würde ich mich dann für Pocahontas entscheiden. Gut. Ja. Komme ich zur vierten Frage. Frühstück in Paris oder Abend in London? Ich kann mit London nicht so viel anfangen. Generell mit England. Ich mag England irgendwie nicht so sehr.
fand die Premier League in England als Spielliga immer am coolsten. Die hatten den besten Fußball, war auch Riesenfan immer von Manchester United. Und ja, also wäre jetzt ein Punkt, der für England spricht, aber wir sprechen ja hier über London und Paris. Deswegen, ich mag Paris irgendwie. Wir haben zur Corona-Zeit, am Anfang von Corona 2020, haben wir Paris gebucht, eigentlich schon im Voraus und wären da eigentlich hingeflogen. Ist ja auch kein Geheimtipp mehr, glaube ich, aber das wäre eine ganz coole Zeit da gewesen. Aber wie gesagt, dann kam Corona und dann war der Urlaub weg. Ich mochte aber auch unter anderem den Film, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Midnight in Paris. Nein. Das ist ein richtig traumhaft süßer Film. Kann ich in einer anderen Folge noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich finde Paris irgendwie süß. Ganz, ganz viele tolle Elemente. Ich mag Notre Dame, deswegen Frühstück in Paris. Und jetzt die Frage an dich. Du warst bestimmt schon mal in London und vielleicht auch in Paris. Weder noch. Weder okay. noch. Also in London war ich tatsächlich nicht. Wir waren ja, wie gesagt, zweimal auf der Insel, ne? Sind aber nicht haben tatsächlich versucht, die Touristenhochburgen zu meiden. Aber das ist ja auch eher so ein bisschen sinnbildlich. Also Frühstück in Paris, ja, weiß ich nicht. Irgendwo auf der Straße sitzen, Kaffee trinken und ein Croissant essen. Mhm. Oder Abend in London in einem Pub sehr gut essen. Also englisches Frühstück ist ja eh immer Würstchen, Ketchup, Spiegelei. Also wenn ich denn da komme ich irgendwie kulturell, ist es mir irgendwie angenehmer. Und da irgendwie in so einem Pub zu sitzen, gut zu essen und was zu trinken, das würde ich auf jeden Fall dem Frühstück in Paris weitaus vorziehen. Deswegen bei mir auf jeden Fall London und ja, genau, nicht Paris. Ich bin eher so der Frühstückstyp, also von daher, genau, Frühstück in Paris. Meine Wahl, cool. Wir haben 4 Fragen, wir sind bei allen 4 Fragen auseinander. Mal gucken, auch ganz ob wir bei der nächsten Frage, die du jetzt zu stellen hast, ob wir da ein Match haben. Die 5. Frage dreht sich um den Sport, um die Freizeitaktivität, die wir gerade im Sommer haben oder unternehmen können. Und zwar meine Lieblingsfreizeitaktivität im Sommer ist tatsächlich Tischtennis. Und Tischtennis stelle ich hier Volleyball gegenüber. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was magst du lieber? Ich würde mich auf jeden Fall auch fürs Tischtennis entscheiden. Okay. Spielst du oft Tischtennis oder? Tatsächlich nicht, obwohl ich aktuell eine Tischtennisplatte im Keller habe. Ah, geil. Ne? Also ich meine, aber die ist ja nun auch gekauft, wie gesehen. Mit Übernahme des Hauses war das Ding da und eigentlich wollen wir sie wieder loswerden. Aber als Kinder hatten wir tatsächlich eine bei meinen Eltern. Und den haben wir auch öfter mal Chinesisch gespielt auf dem Hof, ne? Also heißt es Chinesisch? Genau, heißt es ja, Chinesisch. Genau. Also wenn du da mit mehreren Personen immer rumrennen musstest, bis nur noch 2 Mann übrig sind und dann der letzte, ne? Also das war ja auch sehr, sehr lustig. Bei Volleyball hat mir irgendwie immer so der Zugang gefehlt. Also wenn wir Volleyball gespielt haben, dann meistens, weil wir es mussten. Also in der Schule, ne? Schulsport. Genau, Sekundarstufe 2. Ja, wenn du es nicht oft spielst, dann bist du auch nicht wirklich gut da drin. Also und dann meistens fehlt es ja irgendwie auch an Gelegenheit. Also weiß ich nicht, wenn du Beachvolleyball oder sowas kann man mal machen, aber dann brauchst du halt auch ein Freibad oder wo halt auch ein Platz ist, dem das irgendwie so, ja, wo man es machen kann. Und ja, deswegen Volleyball nicht so richtig, habe ich nicht so den größten Bezug zu, dann lieber eher Tischtennis. Genau. Also du brauchst beim Volleyball immer 4 Leute, die halbwegs gut sind, weil sonst hast du ja das Problem, dass irgendwie kein Spielfluss entsteht. Ja. Und zu 4 Volleyball spielen, also 2 gegen 2, ist ja schon immer ein bisschen schwierig. Da kommt es ja dann viel auch auf Technik an. Da ist es besser, wenn man ein paar mehr Leute im Feld hat. Aber die Leute müssen ja erstmal da sein. Und beim Tischtennis hast du meistens so deinen Lieblingsspielpartner, vielleicht auch sogar den Partner aus deiner Beziehung. Und dann spielst du mit dem. Das ist bei mir und Marie so. Wir spielen wirklich und überall. Und dich an. Also wir sind richtig fair. Wir sind da wirklich auch sehr unterstützend. Und ich glaube echt faire
faire Sportler, kann man sagen. Also spielen das gerne, spielen da in Thüringen. Bei Maries Eltern ist eine Tischtennisplatte, bei meinen Eltern ist eine Tischtennisplatte und hier sind überall diese Freiplatten aus Stein, die gehen zur Not auch, wenn der Wind hier nicht zu doll reinbläst. Also Tischtennis ist cool, ich spiele echt gerne Basketball, weil das so mein Lieblingssport ist, aber im Sommer Tischtennis finde ich fast noch cooler. Ja, sehr gut. So, Lars, haben wir es geschafft? Genau, wir sind durch mit der Runde, wir sind durch mit der Folge, demzufolge auch. Und zwar, genau, waren das alle 5 Fragen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr gut unterhalten wurdet, dass ihr viel Spaß bei den Sets hattet und auch viel Spaß bei dem Thema Sommerurlaub. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge in der nächsten Woche wieder. Liebe Grüße, bleibt glücklich und bleibt gesund. Genau. Ciao.